Hallo und herzlich willkommen! Mal wieder von mir ein Livestream. Ja, ich habe endlich mal wieder ein Spiel gefunden, das ich doch gefunden habe. Ja, das macht doch sicher Spaß, im Livestream mit euch zu spielen. Ich bin euer Tranto und ich begrüße euch recht herzlich nach einer langen Pause oder sonst irgendwie. Ähm, ja, mal wieder bin ich wieder live auf Twitch. Hallo und herzlich willkommen! Mal wieder von mir ein Livestream. So, Twitch läuft und YouTube läuft jetzt endlich auch. Und ich habe vergessen, wie immer, bei YouTube die Musik auszumachen. Drum haben wir uns jetzt doppelt gehört. Tut mir leid, ich habe es aber jetzt gerade weggenommen und ich bin fast startklar. Ich habe ein neues Spiel entdeckt heute und heute mir zugelegt. Es kam am 29. Das ist ja total falsch. Und es kam am 14. November 2019 raus und ja, das habe ich mir angeschaut heute Nachmittag und das hat mir sowas von gefallen und es ist spannend. Es ist ein Detektivspiel. Es ist aufgebaut wie The Walking Dead oder Batman von Telltale Series. Was fällt mir da gerade noch ein? Oder einfach irgendwie solche Spiele, wo man Entscheidungen treffen muss und dass das den ganzen Spielverlauf ähm, beeinflussen kann. Und auch, wo man relativ rasch entscheiden muss und so weiter. Ich habe es vorhin nur einmal angespielt zum wirklich schauen, ist das Spiel komplett auf Deutsch oder ist es nur mit Untertiteln, damit ich doch auch weiß, auf was ich mich hier einlasse. Und ich habe nur ungefähr 5 Minuten gespielt. Okay, ich korrigiere mich, 18 Minuten habe ich gespielt. Aber ich bin nicht wirklich weit vorangeschritten. Ich habe quasi nur das Tutorial durchgemacht und ein bisschen den ersten Prolog. Das heißt also, ich kenne das Spiel absolut nicht und ich würde das gerne mit euch zusammen spielen. Falls ihr möchtet eine Cam, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde da mal schauen, was ich da machen kann. Momentan spiele ich ohne Cam und das kann man aber dann sicher irgendwie noch ändern, wobei meine Beleuchtung hier ist nicht gerade top, darum ist die Cam auch nicht unbedingt von Vorteil. Aber ich starte jetzt mal Black Sad Under the Skin und wir switchen rum, wollte ich sagen. Aber da muss ich ja das Streaming-Programm mal woanders hin tun, wo ich das dann auch sehe, was hier passiert. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Also eigentlich den Twitch-Chat, den kann ich eigentlich ausmachen. Also ausmachen in dem Sinne, ich habe das in einem separaten Fenster noch drauf. So, okay, falls irgendwas euch stört oder sonst irgendwas, Musik zu laut, zu leise, mein Mikro zu laut oder zu leise, dann schreibt's, wenn irgendwelche Probleme da sind von der Übertragung her und. Bitte auch schreiben, weil ich bin wirklich schon lange nicht mehr live gewesen und habe auch schon lange keine Let's Plays aufgenommen. Aber heute habe ich so richtig mal Lust. Bin alleine zu Hause und dann habe ich mir gedacht, ja komm, haust du mal den Livestream wieder mal an nach langer Zeit, wenn du schon ein Spiel gefunden hast. Wenn die Musik zu laut ist, einfach was sagen. Pendula Studios. JC Interactive. Ich glaube, warte mal, ich muss hier mal schnell Pause machen, weil ich habe auf meinem Headset totale Eskalation. So, nee, das bringt mir überhaupt nichts hier, diese Einstellung. Wir lassen das Intro mal laufen und dann schauen wir mal weiter.
So, jetzt hat die Musik ein bisschen runtergescrollt, das ist okay. Und hier fangen wir schon an. Warum fangen wir... Ach nee, das ist immer noch das Intro. Black Sad, Under the Skin. Ja, also komischerweise, am Anfang ist die Musik extrem laut und dann, wenn es dann geladen ist, werden die Einstellungen übernommen, die ich da gemacht habe. Ich habe nämlich da schon bisschen Einstellungen vorgenommen. Musik auf 40%, Soundeffekte auf 80% Sprachausgabe, was ich eigentlich das Wichtigste bei solchen Spielen finde, habe ich auf 100% gemacht. Falls irgendwas zu laut ist oder zu leise, bitte in die Kommentare, weil ich höre nur das, was ich höre, aber ich höre nicht das, was ihr hört. Ne, eigentlich, ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt? So. Black Sad, Under the Skin. Ich kenne das Spiel an und für sich wirklich nicht. Ich kam einfach per Zufall heute via Mail auf das Spiel. Kostet ungefähr 35 Euro, glaube ich. Ich habe 36,50 gezahlt in Schweizer Franken. Ja, so, okay. Dann wollen wir mal fortsetzen, machen wir garantiert nicht, weil das war nur ein Test. Ich will mit euch neu beginnen. Wenn du das Spiel neu startest, werden deine Fortschritte und dein Blacks Statistiken überschrieben. Möchtest du das Spiel wirklich neu starten? Ja, das will ich. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen krank anhöre. Oder mal ab und zu huste, das ist, ich bin momentan nicht wirklich fit. Aber jetzt schweige ich. Und wir hörten einen Schrei. Nanu. Diese interaktive Drama verwendet eine ähnliche Steuerung wie bei anderen Spielen des gleichen Genres. Möchtest du trotzdem das Tutorial aktivieren? Nein, also nicht um zu spoilern oder so und anzugeben, dass ich die Steuerung kenne, aber ich habe das Tutorial ja schon gemacht und drum weiß ich, es ist mehr oder weniger so in die Richtung von Batman The Telltale Series. Also, ne, Tasten schnell drücken und blablabla, ja, man kennt's, oder? Ja, nee, also, von dem her. Trinke ich mal jetzt noch schnell was und dann geht's gleich los. Und, hallo? Achso, ja, Kopfhörer leiser gestellt. Ja, und dann geht's gleich los und ich hoffe, ihr seid gespannt. So, mit frisch getränktem Sprachrohr beginnen wir Black Sad, der Under. Nicht der Under. Black Sad, Under the Skin. Nein. Dieses Spiel speichert deine Fortschritte automatisch. Das Symbol unten zeigt an, dass dein Spielstand gespeichert wird. Lesen kann ich auch nicht. Black Sad Under the Skin spielst du am besten mit einem Controller. Nein, wir spielen mit Tastatur. So ganz die Steuerung kenne ich auch noch nicht wirklich, aber wir werden das rausfinden. Zusammen werden wir es finden. Grafisch wirklich ein Traum. John Blacksad. Manchmal, wenn ich mein Büro betrete,
kommt es mir vor, als wanderte ich durch die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Nicht wegen der Unordnung, die dort herrscht, sondern weil es sehr den Überresten jenes zivilisierten Wesens ähnelt, das ich einst war. Wo ist der verdammte Detektiv? Dem reiß ich den Kopf ab, ich schwör's! Ich reiß ihm die Augen aus! Hey, du! Her mit den Fotos, du Wichser! Sofort! Sonst bist du gleich eine tote Katze! Hast du verstanden? Was für Fotos sollen das denn genau sein? Das weißt du ganz genau. Ich und eine Dame. Vor 2 Tagen. Ah, stimmt. Und jetzt bist du neugierig. Ja, da gibt's ein paar Ungereimtheiten. Ich bring dich um! Aber nicht doch. Mit den gottverdammten Fotos. Wenn du mich umbringst, kriegst du gar nichts. War nicht das erste Mal, dass ich es bereute, einem Kerl wie dem eine zu verpassen. Doch immerhin hatte ich noch genug Zeit, ihn da zu treffen, wo es richtig wehtut. Du bist erledigt. Und jetzt. Wer ist hier erledigt? Gib mir die scheiß Foto. Gib mir mal die Knarre und jetzt Schnauze. Oh Mann, du hast mir den Kiefer gebrochen. Jetzt ist er so im Arsch wie deine Ehe. Wenn du meiner Frau diese Fotos zeigst, bin ich geliefert. Ja, Dann da ist mein bist Leben ruiniert. du bist hier doch derjenige, der seine Frau betrügt hat. Ich misch mich nicht gern in anderer Leute Angelegenheiten ein. Aber das ist nun mal mein Job. Ich habe auch Rechnungen, die ich bezahlen muss. Du bist hier doch derjenige, der seine Frau betrügt, Meister. Fass dir doch mal ans eigene Horn. Ja, würde ich auch mal sagen. Fremdgänger, ich schwör's. Das Ja, war doch nur ein ja. einziges Mal zum Himmel. Aber es war einmal. Bloß ihr Leibwächter, mehr nicht. Die hat mich verführt. Na Ich liebe klar. meine Frau bei allem, was mir heilig ist. Ich habe sogar meinen beschissenen Job für die aufgegeben. Immer, Seine immer. Familie doch nicht wegen eines kleinen Fehlers zugrunde richten. Ich? Nee. Ich habe gar nichts gemacht. Deine Familie zugrunde richten. Ich glaube nicht, dass du dafür meine Hilfe brauchst, Kumpel. Gut, wie wär's hiermit? Du gibst mir diese Fotos und ich tische hier eine Notlüge auf und ich bezahle dir das 10-fache von dem, was sie dir angeboten hat. Du rettest meine Familie und streichst dazu noch ein hübsches Sümmchen ein. Was meinst du, abgemacht? Ich konnte mich nicht erinnern, jemals etwas anderes als schlechte Jobs, Schulden und Sorgen angehäuft zu haben. Meine Selbstachtung und mein Kontostand lieferten sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen. Um den absoluten Luxusdruck. Ich gehe auf das Angebot Ich finde sein ein. Angebot zwar zum Weil, Kotzen, aber es würde mir sicher dabei helfen, neu anzufangen. genau, Ich würde Annoncen schalten können, um bessere Klienten an Land zu ziehen. genau. Also schön. Ich sag deiner Frau, dass du sauber bist. Und jetzt verschwinde, bevor ich mich vergesse. 3, Großer Gott, 2, fass das Geld nicht einfach. 1. Die Fotos Du haben wirst es mir... nicht bereuen, Eugene Colbert geholfen zu haben. Das verspreche ich dir. Die Fotos haben wir ja Eugene Das sehr hat mir nicht gleich gegeben. mehrere Geschenke hinterlassen. Erstens mal eine geschwollene Hand. Die Haut des Kerls war steinhart. Zweitens Warum? mehr Geld, als ich je verdient hatte. Drittens das Gefühl, dass mein moralischer Kompass doch nicht so gut eingenordet war, wie ich dachte. Ja, Und last but not least war ich mir sicher, dass weitere Geschenke folgen würden. Bist ein netter Kerl, du wirst schon... Siehst du, was habe ich dir über meinen Kumpel Blackside erzählt? Er kennt dich nicht mal und bietet dir schon was zum Sitzen an. tja, so bin ich eben. Bitte setzen Sie sich. Ja, Jake hat recht, natürlich. Ich, Gentleman. Bitte setzen Sie sich doch. Halt die Klappe und hör zu, Kumpel. Ich habe hier eine Klientin für dich. Eine kleine Miezekatze. Ja, rauch doch mal. So, dann wollen wir mal hören.
Es könnte die Dame sein, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Das könnte die Dame sein, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, was sie hier dabei reden, ne? Aber kommt schon noch. Ja, war das wirklich klug, dass wir die Bestechung angenommen haben? Ein bestechender Privatdetektiv. Naja, als Privatdetektiv ist man sowieso skrupellos Und genau deswegen müssen wir ihn unbedingt finden. Sonst haben wir ein echtes Problem. Danke für die Informationen und das Foto. Das wird uns beides weiterhelfen. Ich fasse mal schnell zusammen. Hotspots. Mit Tab kannst du verschiedene Hotspots durchgehen. Drücke Return, um einen Hotspot auszuwählen, den du benutzen möchtest. Okay, das habe ich verstanden. Ja, also wir gehen mal davon aus, das hat jetzt mit dem ersten Szenario, also mit dem ersten Auftaktvideo zu tun. Und da war ja ein Boxring und ein, ich sage jetzt mal ein nicht Panda, eine gestreifte Katze, also eine gepunktete Katze, war ja da am Erhängen. Drum würde ich jetzt wirklich sagen, dass wir den Stone auswählen. Und weil ich denke, es hat irgendwas mit dem Stone zu tun. Bobby Yale, ein Boxer aus Duns Club, hat in 2 Wochen einen immens wichtigen Kampf gegen den amtierenden Champion. Doch vor 2 Tagen ist er verschwunden. Ja, Ihr Vater, Joe Dunn, Boxmanager und Boxclubbesitzer, hat sich vor 2 Tagen erhängt. ja. Kurz gesagt, taucht Bobby Yale nicht zu seinem Kampf auf, müssen sie Strafe zahlen. Doch da sie gerade nicht flüssig sind, müsste der Boxclub ihres Vaters wohl dicht machen. Ja, Sie wollen also, dass ich Bobby Yale für sie finde. ja. Nein, Jake will, dass sie Bobby finden. So, Jake. Oh, verstehe. Nun, erstens, Fangen wir mal mit dem Vater. Ihr Vater hat sich an eben dem Tag das Leben genommen, an dem sein Zögling verschwand. Mit Verlaub, da ist doch was faul. Verdammt nochmal, John. Übernimmst du jetzt den Fall oder nicht? Ja, also Geld ist momentan kein Thema mehr, Klar. drum, klar. Ich weiß, dass Sie knapp bei Kasse sind. Wie wär's also hiermit? Wenn ich den Fall löse, schauen wir mal, wie viel Sie bezahlen können. Ich bin mir sicher, wir können uns auf ein angemessenes Honorar verständigen. Ja. Das denke ich auch. Das denke ich doch auch. Dum, dudum, 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 dududududum. So, bis hierhin habe ich mal gespielt vorhin und jetzt kommt wirklich Neuland. Also die Antworten, wo ich jetzt gegeben habe, waren nicht alle die ich vorhin gegeben habe. Aber der Verlauf vom Ganzen, der ist eigentlich nicht viel anders gewesen als vorhin. Also daher... So. Also ich finde wirklich, grafisch haben sie das super umgesetzt. Sogar eine Straßenbahn. Hey, guck mal an. Wir sind, glaube ich, hier in New York. Irgendwie so, im tierischen New York. Und wir gehen natürlich zuerst mal in den Box Club. Ich weiß, dass ihr Yales Apartment schon erfolglos durchsucht habt. Aber ich will es mir selbst nochmal ansehen.
Bobby Yales Adresse. Die Putzfrau Mary Purnell, die Joe Dunns Leiche gefunden hat, die arbeitet Teilzeit in Sam's Diner, die Straße runter links, oder? Das stimmt. Ich denke, der werde ich auch mal einen Besuch abstatten. Und hier im Boxclub werde ich mich natürlich auch umsehen müssen. Gut. Ich denke, für den Anfang habe ich genug. Denkst aber auch nur du, oder? So. Ich weiß noch nicht, wie ich das Detektivbuch aufschlagen kann. Okay, da können wir rumschauen. Da können wir laufen. Ja. Wir können auch mit den Pfeiltasten rumschauen. Aber wir können auch mit der Maustaste. So, dann dein Black Sad. So, dann schauen wir mal hier rein. Abgebrütet, einfühlsam. Na, immerhin. Resort und Vorsicht, ja. Profitabler Fall. Ruinöser Fall. Okay. Gut. Anständig, pragmatisch, romantisch, ja, beschränkt, listig. Okay. Das war noch nicht das, was ich meinte. Ich kenne die Tastatur. Machen wir da weiter, wo ich ermittle. Ach, Fortschritt war das. Mensch. Ich dachte, es wäre Fortschritt. So. Die Frage ist, wie kriege ich dieses Notizbuch auf? Gar nicht, ne? Ich kann mich nicht an alles erinnern. Ah, F1 oder 1. So, jetzt haben wir es doch rausgefunden. So, Index. Achso, Index ist das, genau. Okay, also Eugne Kolbert. Eugen Kolbert ist seiner Frau untreu. Bestechung angeboten angenommen. Jack Ostiomi. Alter Freund, okay. War ein Bobby Whale. Ah, Entschuldigung, falsche Taste. So, Bobby Whale. Vielversprechender Boxer in Dan's Gym. An Dans Todestag verschwunden. Okay. Dans Gym wird dicht machen müssen, falls er nicht gegen den amtierenden Champion Stone im Madison Square Garden antritt. 145 012 Stanford Street 1 bis 3. Al Stone. Was haben wir denn da? Amtierender Champion. Kampf gegen Yale im MSG in 17 Tagen. Wir haben also 15 Tage, sage ich jetzt mal, Zeit, um diesen Yale zu finden. Sonja Doon. Doones Tochter. Sonja Doon hat mich angeheuert, um Bobby Yales zu finden. Ja, das ist so. Joe Doon, toter Eigentümer von Dunes Gym. Zeitpunkt des Todes Sonntagabend. Boxclub geschlossen. Also am Sonntagabend, wo der Boxclub geschlossen ist, hat er sein Leben liegen lassen müssen. Mary Purnell putzt den Boxclub, Dans Leiche gefunden, arbeitet in Sam's Diner, gleiche Straße wie Boxclub. So, jetzt wissen wir schon mal, wo der Boxclub, wo das Dinner ist von der Dame. Okay, dann wollen wir mal schauen, was wir hier genau machen können. So. Ist das dann? Wow.
so. Ach so, jetzt ist klar. Dann war der nicht der Boxer, sondern das war der Vater. Ja, nicht nur Boxclub-Besitzer, sondern auch... So, wir gehen aber trotzdem mal hoch. Aufs Dach. Okay. Wir haben eine Karte gefunden. Das ist ja cool. Ein Klebebuch. Fotoklebebuch. Ach, das ist ja cool. Okay. Boxen, Hockey. Okay, also. Gut, Hall of Fames vom Boxen und... Es ist doof, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Wir müssten erstmal rausfinden, wie der Vater gestorben ist. Das wäre nicht schlecht, oder? Na gut, das haben wir ja am Anfang gesehen. Wer erhängt. An einem Sonntag. Und was macht ihr so an einem Sonntag? Hängt ihr auch so in der Gegend rum? Also hier oben ist ja nix Interessantes. Oh. Hier haben wir was. Oh, okay. Dann schauen wir erstmal das an. Helen Morris Secret. Champions. The Energy of Champions. Oh, falsche Taste, Entschuldigung. Passiert mir noch öfters. Schönes Plätzchen, um Sonja auszuspionieren. Nee, hast du Augen auf Sonja geworfen? Ja, das kennen wir doch schon. Energy für Champions. So, mit Tab kann man dann auswählen. Da liegt was auf dem Boden. Sieht aus wie eine Karte. Sieht mehr aus nach Football. Wo habe ich denn Football? Karte aufkleben. Oh. Da habe ich ja noch mehr. Ach so, Baseball. Also, das ist schon cool. Das Hall of Fame haben sie ein Sticker-Album rausgemacht. Das ist ja, das ist echt coole Idee. Muss ich sagen, wirklich. Das ist jetzt wirklich eine coole Idee. Scheiße, schon wieder Escape. Ich will immer mit Escape rausgehen, aber dabei ist es Backspin. Also ich muss sagen, wirklich cooles Spiel. Und warte mal, bevor wir hier hochgehen, werden wir mal schauen, was da ist. Noch eine Karte! Ja, dann. Einkleben. Ich dachte, es sei ein Detektivspiel, dabei ist es ein Sammelkartenspiel. Gut. So. Dann gehen wir mal einen Stock hoch. Geht gar nicht. Naja. Ich hätte jetzt gesagt, es geht. Aber nee. Gut. Dann mal rein. Gut, dann gehen wir mal dahin. Weil irgendwie scheint hier auch noch irgendwas zu liegen. Offenbar hat dann sowohl seine Tochter als auch Bobby Yale jedes Jahr gemessen. Bei Sonja hat er mit 18 aufgehört. Bei Bobby gibt es eine Lücke zwischen 15 und 17. Was? Sehe ich hier gar nicht.
Was? Bobby 13? 14? Zwischen was? Also Sonja seine Tochter, aber wer ist Bobby? Ist das sein Sohn? Ich erinnere mich noch an den Kampf, als Jake sich gerade nach oben gearbeitet hatte. Jake, junges Boxtalent. Ah, jetzt mein bester Freund würde ich jetzt nicht sagen, aber ein guter, enger Freund von uns. Ist also Boxer. Okay. So, hier haben wir noch eine Karte für die Hall of Fame. Einkleben. In so kurzer Zeit haben wir schon fast das ganze Album voll. Nein, ist nicht so. Okay, also, wir gehen aber jetzt trotzdem mal schnell nach unten, wo ja eigentlich das Ganze stattfand. Ich würde das jetzt cool finden, wenn man jetzt da noch boxen könnte. Das wäre so ein cooles Easter Egg. Winning isn't everything, but wanting to win is. Unten kam sicher auf Deutsch, ne? So. Ja. Sie haben wirklich den Boxring abgesperrt. Aber unser Jack will einfach nicht boxen, oder doch? Ja, die Steuerung ist Ich habe mal gewöhnungsbedürftig. genauso einen Sandsack aus reiner Wut in Fetzen geprügelt. Oh. Er kann ja doch boxen. Stabil. Und hier ist Farbe am Boden. Scheint an der Oberfläche trocken zu sein. Aber es ist kein Staub da. Und weiter unten ist es noch feucht. Vielleicht an dem Tag runtergefallen, an dem Dan starb. Möglich. Aber was haben wir denn da? Fußabdrücke. Ja, Heidrio. Wenn du boxen willst, musst du trainieren. Wenn du siegen willst, musst du härter trainieren. Jetzt wisst ihr es. Wenn ihr etwas wollt, müsst ihr es machen. Wenn ihr es wirklich wollt, müsst ihr es noch mehr machen. So unter dem Motto ist jetzt das zu verstehen. So. Fußspuren. Ja, wir folgen mal. Oh. Also in diesen Boxclubs, da gibt es ja immer irgendwelche Sachen. Arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich sage jetzt nicht, wie mir das bekannt vorkommt irgendwie, aber nee, ich lasse das mal jetzt. Was steht hier? Wenn du dich auf Ausreden verstehst, ist es schwer, dich noch auf etwas anderes zu verstehen. Was? Hä? Das habe ich jetzt auch nicht wirklich verstanden. Vielleicht ihr, aber ich nicht. Die Welt gehört den Mutigen. Das ist allerdings wahr. Die Welt gehört den Mutigen. Das habe ich doch schon. Hä? Die Welt gehört den Mutigen. Hä? Ohne Fleiß kein Preis. Jo. Alles Weisheiten, die eigentlich stimmen. So, die Fußspuren, die gehen einmal dahin und dann hören sie auf. Ja, warte mal, das sind noch. Nee.
Nee, ich dachte, da wären jetzt noch irgendwo welche, aber nee. Je härter du trainierst, desto glücklicher wirst du. Ist das so? Echt jetzt? Oh, eine Karte. Jetzt mit in der Wand. Ein Kleber, ich habe einen Kleber gefunden. Ich habe keine Ahnung, für was die Kleber wirklich gut sein sollen, aber ich nehme sie gern. Ich nehme sie gern. Ja. Also ich spiele komplett mit der Tastatur. So, also die Fußspuren. Die gehen eigentlich in die Richtung. Da habe ich noch einen. Und hier hören sie einfach mal auf. In den Ring rein komme ich nicht, nein. Definitiv nicht. Das ist ja gemein. Ich wollte mir jetzt einen Startpunkt noch, einen Startpunkt. Ich wollte mir jetzt eigentlich noch den Tatort genauer anschauen. Aber wir gehen also dementsprechend. Habe ich das schon gelesen? Wenn du boxen willst, ja, das habe ich schon. Dann gehen wir mal in die Umkleidekabine. Auch noch eine Karte. Jo. Also das Kartensammeln, das funktioniert. Irgendwie. So. Bobby Yale. Zu. Offen. Zu. Was bist denn du für ein Detektiv? Okay, die Hand haben sie jetzt ein bisschen komisch gemacht. Abgeschlossen. Doch ein wahrer Detektiv verlässt das Haus nie ohne seine... Meintest aber auch nur Manchmal du. muss auch der erfahrenste Detektiv nochmal zurück nach Hause, um seine Dietriche zu holen. Eigentlich hätte ich... Ja. Gut, wir sind halt welche. Die, wenn er am Punkt nicht weiterkommt und weiß, wo das Zeugs ist, geht er zuerst nach Hause, holt's. Kann man machen. Kann man machen. Oh. Telefon. Telefon. Oh. So, Entschuldigung. So. Oh. Ich hoffe, das war kein Klient. Ich war zu langsam. Statistisch gesehen muss ich mit einem Vertreter zu tun gehabt haben. Oder noch schlimmer, der Therapiegruppe für Kriegsveteranen. Ui. Ach, ich dachte, dass ich die Dietriche auf dem Tisch da liegen hatte. War wohl nicht so der Fall, ne? Ein Detektiv, der nicht mehr weiß, wo er die Dietriche hat. Oh, jetzt müssen wir auch noch die Dietriche suchen. Nee, oder? Ernsthaft? Aber eigentlich ist das schon irgendwie ein cooles Büro, wo er hat.
Irgendwie auf eine Art. Kommissar Smirnoff hat diese Zigarette geraucht. Oh. So wie er die ausgedrückt hat, war er ziemlich nervös. Ist unser Black Sad etwa Echt, Sherlock Holmes? Hat noch besser geschmeckt an dem Tag, als Smirnoff mir den zum Dank für einen Gefallen mitgebracht hat. Einen Gefallen, für den ein Bulle niemals bezahlt werden sollte. Oh oh. Entschuldigung. Aber ich fühle mich heute echt nicht wirklich tipptopp. So. Schauen wir erstmal aus dem Fenster. Was sehen wir denn hier? Ich habe nie kapiert, warum ich ausgerechnet in New York zur Welt kommen musste. Ja. Aber die eigentliche Frage ist, warum ich immer noch hier bin. Ja, das würde ich mich jetzt auch fragen. Was findest du an New York so spannend? Oh, auch in meinem Büro gibt es Karten. Na, warum hast du die noch nicht eingeklebt, lieber Freund? Das geht doch nicht. Nochmal aus dem Fenster schauen? Nee. Sagst mir ja nichts Neues. Alt, zurück. Papa und Mama anschauen. Nicht ganz. Kriegsveteran. Mhm. Ich muss sagen, die haben das Spiel wirklich super geil hinbekommen. Gefällt mir wirklich. Das gefällt mir wirklich. Die Steuerung ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, wie man damit rumgeht. Aber sonst muss ich sagen, Spielprinzip und Umsetzung 1A. Craig Spanner, New York City Warriors. Die sind nicht von dieser Welt. Okay, so kann man Werbung machen für... Genau. Mein Zigaretten. Freund, der mal zu Besuch war, hat gesagt, New York City rieche wie ein riesiges Lagerfeuer. Ich würde sagen, der Geruch ist an mir hängen geblieben. Okay. Aber haben sie schon cool gemacht. Ja. Gut. Komm, lass mich dein Diplom sehen. Ich komme von hier nicht zum Schreibtisch. Ist ja doof. Oh Mann. Unordnung ist das halbe Leben von einem Detektiv. Was hast du nur gemacht, um dir die Bewunderung einer jahrtausendealten Kultur zu verdienen, Vetterchen? Aber doch eigentlich noch ein schönes Holzschnitzerei. So, ein Bild, das umgekehrt war. Was ist, wenn das Einzige, was einen noch am Leben hält, genau das ist, was einen nicht vorankommen lässt? Erinnern. Es ist noch zu früh für einen endgültigen Abschied. Sie würde mich ja eh nicht hören. Natalia. Oder Natalie? Da drüben haben wir noch eine Karte. Und da haben wir auch eine Karte. Wir nehmen alle Karten mit. Ist das irgendwie so ein Easter Egg Sache mit diesen Karten oder oder was genau bedeuten die Karten? Ups. Jetzt haben wir die nicht eingeklebt. Mal schauen, was passiert. Gibt es auch doppelte Karten?
What? Dass die noch Manchmal funktioniert? tippe ich darauf auch Berichte, die kein Schwein liest. Und Rechnungen, die kein Schwein bezahlt. Dann schick sie mal nicht an Schweine, sondern an andere Leute. Und vielleicht werden sie ja dann bezahlt. Und vielleicht interessiert es auch. Ja, Als Abstinenzler kann man sich wirklich nicht Detektiv nennen. Aber dafür ist diese Flasche gar nicht da. Der wahre Grund? Mit Tequila mache ich meine Dietriche sauber. Ich war gerade damit fertig, als dieses Nashorn reinkam. Vielleicht sind sie bei dem Kampf ja runtergefallen. du machst Dietrich. Okay, wir suchen nachher. Niemanden. Weekly, Donald Blacksad. Kommissar Smirnov. Einfallsreich. Wir rufen mal Donna an. Oh. Oh. Hallo? Hi, Ray. Hi. Wer bist denn du? Rat doch mal. Ich habe dir bereits einen Hinweis gegeben. Ich kenne deinen Namen, also. Weiß ich nicht. Vielleicht kenne ich deinen Namen, weil wir verwandt sind. Stimmt nicht. Mein Papa ruft mich nie an. Mein Opa ruft mich nie an. Mein Onkel ruft mich... Also, der ruft manchmal an. Du bist John. Onkel John. Erraten. Mama, Onkel John ist dran. Erraten. Du hast mich erwischt, Ray. Glückwunsch. Was habe ich gewonnen? Was willst du denn haben? Ich will eine Pistole. Bang, bang, bang. Bang, bang. Pistolen Die sind aber Guten haben gefährlich. keine Pistolen dabei, Ray. Weißt du auch warum? Weil die am Ende immer irgendwen erschießen. Ja, deswegen sind die ja so cool. Hoppla, Mama kommt. Bis dann, Onkel John. Ray, verabschiedet man sich denn so von seinem Onkel? Hoppla. Hab dich lieb, Onkel John. Und jetzt zieh deine Jacke an. Wir sind spät dran. Oh, Bang, bang. rufe ich So zu eine einer? Überraschung. Wie geht's dir? Hey, Donna. Bang, bang, bang. Ja. Also, ich bin immer noch nicht hinweg über... Natalia? Nur Geduld, John. Die Zeit heilt alle Wunden. Ja, dem kann ich nicht widersprechen. Oder die Wund... Dazu, wir sind in Eile. Ray hat einen Termin beim Zahnarzt. Ich rufe dich bald an, ja? Tut mir wirklich sehr leid. Klar. Eine Sache noch. Ray, beeil dich. Wir müssen los. Ja. Hab dich lieb, Schwesterherz. Und ich hab dich lieb, kleiner Bruder. Also, ich muss jetzt wirklich los. Bis dann, John. Bis dann, Onkel John. Bis dann, Ray. Und Donna. Ist ja, ich finde so Sachen wirklich süß, wenn die Entwickler sowas einbauen. Also echt jetzt. Ich finde das mega süß. Mr. Gilbert. Der gute alte Weekly hat bei diesen Fotos ganze Arbeit geleistet. Vielleicht soll ich ihn mal anrufen. Er würde bestimmt gern wissen, wie viel der Typ bezahlen will, damit wir den Mund halten. Weekly hat sehr eindeutige Fotos von mir. Aber eben, die Fotos haben wir, das Geld haben wir und die Fotos haben wir. Oder haben wir das Geld Ich noch frage nicht? mich, ob das Nashorn wirklich den Nerv gehabt hätte, das Ding zu benutzen. Die Frage ist echt, haben wir das Geld jetzt bekommen oder haben wir das Geld noch nicht bekommen? Mr. Colbert. Weekly, wir rufen Weekly an.
Wir hätten ja zwar eigentlich einen Fall zu lösen, aber nein, wir rufen Weekly an. Weekly hier, die Legende von What's News. Hey, Weekly, hier ist... John, hast du meine Fotos gekriegt? Jo. Ja, und... Das Nashorn ist ganz schön gehirnt, was? Äh, Und die Kleine, mein lieber Scholli. Willst du, dass ich ihren Namen für dich rauskriege? Bitte, 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 bitte. nein, Weekly, hör mal. Das Nashorn ist vorbeigekommen und hat mir Geld angeboten, damit ich die Klappe halte. Wow. Reden wir hier von Taschengeld oder von richtig Zaster? Von letzterem. So ist zwei. Gut gemacht, Blackset. Die Hälfte der Kohle gehört dir. Ja. Gut, lass uns das Thema wechseln. Hey, ich habe gehört, dass in diesem Boxclub irgendwas faul ist. Wie hieß der noch gleich? Duns Jim. War da nicht einer von deinen Kumpeln? Den nicht mal fragen. Hab gehört, den Laden schmeißt jetzt eine Frau. Einen Boxclub. Das nenne ich mal ein Knüppel. Ich bin sogar gerade an einem Fall für die Boxclub-Besitzerin dran. Will sehen, was ich tun kann, okay? Ich ruf dich an. Danke, Mann. Du hast mir den Tag gerettet. Das ist so ein kleines Wiesel wahrscheinlich. So, wir rufen nochmal jemanden an. Es macht so richtig Spaß zu telefonieren. Mr. Colbert. Was das auch immer ist. Hallo? Hier, Blacksad. Bitte sagen Sie jetzt nicht, dass mein Mann... Nein, wir sagen ja, dass Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Mrs. Colbert. Tun Sie mir den Gefallen und genießen Sie Ihr Familienleben. Oh, Gott sei Dank. Danke, Mr. Blackside. wer den Kopf. Du hast dein Wort gehalten und die Frau des Nashorns angelogen. Wenn das mal rauskommt, habe ich einen schlechten Ruf. So, gut, ich habe das letzte Mal... Hä? Aber das Ding... Achso. Ja, genau. Ich habe es hier geputzt und... Tata! Wie dumm muss man sein? Ich komme nicht dran. Sie sind vor meinen Augen und ich komme nicht dran. Hat irgendwo einen Besen? Besen? Ein Stiel? Wir rufen den Kommissar an, vielleicht kann er mir helfen. Also, kann ich das Sofa auch irgendwie wegschieben? Das ist der Lichtschalter. Ach nee. So. Nicht jetzt! Mein Gott. Hallo, Telefon. Die meisten Detektive fühlen sich mit einer Pistole in der Tasche wohler. Mir persönlich sind Dietriche lieber. Aber trotzdem, Immerhin hallo. kann ich mir bei diesen kleinen Kerlchen sicher sein, dass die nicht nach hinten losgehen. Telefon! Renn. Er rennt nicht. Ist ja nur ein Telefon, oder? Siehst du? Hat schon wieder aufgehängt. Wo zur Hölle warst du bloß, John? Ich dachte, du bist an dem Fall dran. Hey, ich mache hier nur meine Arbeit. Nächster Halt, die Wohnung von Bobby Yale. Na gut, versuch einfach ein wenig kommunikativer zu sein. Du hast einen beschissenen Eindruck hinterlassen und jetzt will Sonja sich das mit dir nochmal überlegen. Leckt mich. Ihr könnt eure Sachen auch selbst suchen. Psst.
Wenn man mich beschuldigt, ich Im würde Nachhinein meinen. wünschte ich, dass ich meine Dietriche nie gefunden hätte. Dann wäre ich vielleicht nicht zurück zum Boxclub gegangen. Ich stieß das Tor zur Hölle auf. Ach Quatsch, so schlimm ist das jetzt auch nicht schon. Oder doch? Ich weiß nicht so richtig. Aber wirklich ein cooles Spiel. Wie lange streame ich? Bald eine Stunde. Wow. Aber jetzt will ich ja gar nicht im Bobby Box. Wohnung lag auf dem Weg, also beschloss ich, mitsamt meinen Dietrichen vorbeizuschauen. Der Boxclub konnte warten. Richtig. Schließlich habe ich gesagt, der nächste Halt ist Bobby Yales Wohnung. Ne? Wohin führt das Spiel? Sonja und Jake hatten bereits alles durchsucht, ohne Ergebnis. Normal. Sind ja auch keine Detektive. Ein guter Detektiv sollte zweifellos mehr Glück haben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber... Wenn Nicht man so mit eine mir. verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gerne erkenntlich zeigen und... Oh je, scheiße, scheiße. Ah, scheiße. Zumindest in Büchern. Das kann doch nicht sein, nur weil ich jetzt was falsch gemacht habe, dass ich das vermasselt habe. Wenn man so eine verpasst kriegt, ist man auf Unglaublich. der richtigen Fährte. Gut, Man kann sich gerne erkenntlich allzu viele zeigen. Möglichkeiten hat man nicht, ne? Wenn man, In Deckung gehen? wenn man nicht das macht, was man machen muss, dann ist es schon quasi Game Over. Das kann nicht sein, oder? Man hat ja Wenn gar so eine keine verpasst kriegt, Alternative. ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gerne erkenntlich Die zeigen. Aufgaben muss man ja wirklich lösen. Sieh an, sieh an. Lange nicht gesehen. Meine Frau hat mich gerade angerufen. Ich schulde dir was. Und jetzt geh, bevor mein Partner... Scheiß Katze. Nein, Detektiv. Gut gemacht. Also, Boah, schnauft der hier. wie wär's hiermit? Für jede falsche Antwort ziehe ich dir eins mit meinem Knüppel über. Abgemacht? Reg dich ab, ja? Rache ist ein Gericht, das am besten... Falsche Antwort. Zweite Frage. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich bin Privatdetektiv. Sonja Dunn hat mich angeheuert, um Bobby Yale für sie zu finden. Ich hasse Privatdetektive. Das ist auch eine falsche Info. Hallo? Wieso schlägst du mich? Also schön, versuchen wir es nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Wolltest du mich nicht schlagen? Ich warte noch immer auf die Prügel. Gummiknüppel hier. Zufrieden? Im Ernst. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich schwör's, ich bin Detektiv. Und ich schwöre, dass ich Detektive hasse. Also schön, versuchen wir es nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich bring dir gern bei, wie so ein Knüppel funktioniert. Da hast du noch Lücken. Ja, ich liebe es, meine Technik zu verfeinern. Eigentlich musste da ja. Und nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? So viele Möglichkeiten hast du nicht, oder? Verdammt nochmal, ich bin Detektiv. Verdammt nochmal, ich hasse Detektive. Dann hau ab. Wo waren wir noch gleich? Weiß Was ich zur auch Hölle nicht. hast du hier zu suchen?
Ich hab doch nur die eine Antwort, wo ich noch machen kann. Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Hä? Sollte jeden Moment anschwellen. Ist wirklich sowas wie ein Sherlock Holmes. Sollte jeden Moment anschwellen. Das habe ich schon. Ach so. Ein Kleeblatt? Ist er Ihre? Was hat mir das jetzt gebracht? Was hat mir das jetzt gebracht? Ein schwarzes Bild. Yay! Nein, nicht so ein Spaß. Ein schwarzes Bild. Oh. Im Ernst. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Bist du irischer Abstammung? Ich habe einen irischen Boss, genau wie mein Freund Cobalt hier. Der Name O'Leary sagt dir doch bestimmt was, oder? Ja, ja, natürlich. Desmond O'Leary. Wenn einer in New York City lebt, hat er vom reichsten Buchmacher der Stadt sicherlich schon mal gehört. Nach allem, was vorgefallen war, hatte ich endlich das Gefühl, bei diesem Fall Fortschritte zu machen. Ha, was für ein Wunder, du. Falsche Antwort. Doch ich hatte mich geirrt. Im Ernst. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ah, Ich kenne euren Freund Colbert und seine Frau. Jetzt will er dich beleidigen. Also gut. Er gehört dir. Also gut. Du bist dran. Und ich rufe den Boss an. jo, okay. Was? Du musst brüllen, als würde ich dich windelweich hauen, ja? Desmond? Wir haben da so einen scheiß Detektiv dabei erwischt, wie der Bobby Yales Bude filzen wollte. Ja, von Duns Tochter angeheuert. Wohlauf? Was genau soll das heißen? Oh klar. Machen wir. Cobalt, hör auf ihn zu schlagen, du Viech. So schade. Dabei haben wir uns doch gerade erst kennengelernt. Die haben sicher irgendwas mit diesem Yale zu tun. Irgendwas. So, ich bin glaube ich mal schnell AFK. Meine Nase, die ist verstopft. Aber erst wenn wir wieder Zeit haben. Was habe ich jetzt in dieser Wohnung genau gefunden? Nix, ne? Außer ein paar Prügel. So, ich bin mal schnell AFK, weil, genau, wir machen gleich weiter, aber ich muss schnell mal wohin.
So, hier bin ich wieder und nein. Nein. Warum gehst du? Weil ich das Schild noch anschauen will. Er hat den Club im Krieg eröffnet? Seltsam. Ja. Das ist die beste Chance, einen Boxclub wirklich erfolgreich zu führen. Im Krieg zu eröffnen. So, okay. Wir waren so weit, dass wir ja... Oh. Was machst du hier? Danke, Mann. Also, was kannst du mir noch zu Duns Tod sagen? Also, nicht viel. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Na, wie Du schlägt solltest denn besser der? mal die Sag mal. Putzfrau fragen. Die hat ja die Leiche gefunden. Sollte jetzt gerade bei ihrer Schicht in Sam Steiner sein. Ist gleich um die Ecke. Geh durch den Haupteingang raus und folge der Straße nach rechts. Warte nur, bis du sie siehst. Die ist ein echter Zahnkumpel. Was war Joe Dunn für ein Typ? Anständiger Kerl. Hast du die ganzen Slogans an der Wand gesehen? Diese Motivationssprüche. Joe hat wirklich daran geglaubt. An alle. Ich habe oben auf dem Dach eine leere Weinflasche gefunden. Hat Joe Dunn getrunken. Nur eine Zeit lang, nachdem seine Frau gestorben war. Aber schließlich hat er aufgehört. Danach hat er nur noch zu besonderen Anlässen was getrunken. Aha. Wie es sein soll, hä? Der hat Saxophon gespielt, oder? Ja, ziemlich gut sogar für ein Weißbrot. Aber er hat dann aufgehört, als seine Frau gestorben ist. Ergibt keinen Sinn, was? Doch, Ich meine, eigentlich nichts schon. Zieht die Bräute doch so sehr an wie Blasinstrumente. Warum aufhören, wenn man... Na nu. Ja, jetzt hat's doch ein bisschen Ruckler. Hast du eine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte? Kein Schimmer. Du hast gesagt, Yale hat sich früher mal einer Gang angeschlossen. Weißt du, welche das war? Teufel nochmal, was weiß ich denn schon? Wir sind hier in New York City. Hier gibt's mehr Gangs als Einwohner. Jo, Kennst du welche von seinen Verwandten? Sein Vater, Avenarius. Avenarius? Der Boxpoet? Ist er nicht verschwunden? Vor 20 Jahren? Ja, und seine Frau, Bobbys Mama, ist kurz darauf gestorben. Dann kommt er einem Verwandten noch am nächsten. Das ist ein armer Kerl. Wenn Yale gegen den amtierenden Champion antreten soll, hat er eine großartige Laufbahn vor sich. Er hat keinen Kampf mehr verloren, seit er Profi geworden ist. Der kleine Drecksack hat mich vor ein paar Jahren aus dem Anzug gestoßen. Ich habe mir Bobby Yales Apartment angeschaut. Ich glaube, er könnte was mit O'Leary zu tun haben. Diesem Buchmacher. Bist du sicher? Yale hat ein paar düstere Jahre durchgemacht, keine Frage, aber dann hat wirklich einen anständigen Kerl aus ihm gemacht. Ich bin ja kein Detektiv, aber diese Spur will ich nicht weiter verfolgen. Fragen wir doch mal um Was Sonja kannst du mir die. über Sonja Dunn sagen? Dann, Entschuldigung. Ganz schön scharf, was? Ihr beide scheint euch zu verstehen. Tja, ich kenne sie ja auch schon, seit sie noch ein Baby war. Aber sie ist definitiv groß geworden. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie ans College gegangen war, vor etwa 4 Jahren.
Mir scheint, der Tod ihres Vaters setzt dir nicht allzu sehr zu. Also, sie gibt sich gern, betont cool. Das macht sie ja gerade so scharf. Ah ja. Rassismus. Don war kein Schwarzer, aber er hat dich und Bobby Yale hier trainieren lassen. Ja, das war der erste Boxclub ohne Rassentrennung in der Stadt, glaube ich. Lass dich dann mal lieber weitermachen. Alles klar. Rassentrennung. Ja. Okay. Wir gehen mal den Schrank öffnen von Yale. Ta ta. Ihr eigenes tragbares Fitnesscenter. Bis zu 5 robuste Federn, um ihre Oberkörper zu straffen. Stehlen. Was? Fügen Sie weitere Federn hinzu, wenn Sie an Kraft. Was? Okay. Hole. Loch und andere Gedichte. Abraham. Ja. Gedichte. Ja gut. Abraham Greenberg. Aha. So wirklich hilfreich ist jetzt der Inhalt von diesem Spind nicht, ne? Und für sowas habe ich jetzt Dietrich hier geholt. Das Hirn Scheiß. eines Rassisten, voller Hass, dass unwichtige Dinge nicht mehr reinpassen, so wie gesunder Menschenverstand oder Rechtschreibung. Doch dieser höchst kultivierte Autor hat den Fehler entdeckt und versucht, ihn zu korrigieren. Bin mir aber nicht sicher, was mir das Ergebnis sagen soll. Nix. Wessen Schrank ist das denn? Hä? Machst du einfach fremde Schränke auf, oder was? Was zur Hölle? Hey, Jay, nenn mir nur einen Grund, warum ich dir nicht die Fresse polieren soll. Was zur Hölle hast du in meinem Spind zu suchen? Ich bin Detektiv. Ist nun mal mein Job. Ja, und mein Freund. Zumindest dachte ich das mal. Loslassen. Manchmal kann ich dich umbringen schon. Aber ich habe da was gesehen. Ehre. Soll ich nochmal versuchen? Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Batman The Elder Scroll, The Elder Scroll, Batman The Terror Series und Sherlock Holmes. Mist. Ich hatte ganz vergessen, dass Jake mal für Natalia gearbeitet hat. Das beweist, dass ich recht hatte. Es ist noch zu früh, um einfach weiterzumachen. Also wenn ich das anschaue, dann kommt er. Oder auch nicht. Oder hat Jack irgendwas damit zu tun, mit dem Weggehen und er will irgendwie den Boxclub aufkaufen oder so? Mike Butler. Ach ne, unten. Arthur Tucker. Entschuldigung. Die arkische Nation schlägt wieder zu. Rassisten glauben, dass Gott die Erde erschuf, damit sie alleine von der weißen Rasse beherrscht wird.
Anführer der Extremistenorganisation stehen neben Arthur dem Knie in den Hund. Bastarde. Entschuldigung. Ich fühle mich definitiv heute Der stolze Süden. nicht fit. Riecht nach Farbe. Ah. Ich dachte wirklich, es sei Blut. War ja klar. Ist wirklich so eine kleine Mischung zwischen Sherlock Holmes und, ja nee, es ist eigentlich sowas wie Sherlock Holmes. Auf eine Art. Ich muss mal auf die Toilette. Je voller, je doller. Was? Okay. Jeder ist seine Glücksschmiede, doch nicht jeder hat ein schmuckes Glied. Okay. Liebe Entwickler, was habt ihr euch dabei nur gedacht? Ohne Scheiß kein Preis. Oh, Bojan Statok. Jetzt will ich mal wissen, was mit der Karte ist, die wir vergessen haben einzukleben. Oder wird die automatisch eingeklebt? Oh, Scheiße. Entschuldigung. Das Wort voll ins Mikro rein. Entschuldigung, liebe Freunde, die jetzt einen Ohrschaden haben. Wow, der Spiegel spiegelt sogar. War ich? Oh, nee, warte mal. Da hinten war ich jetzt noch nicht. Ah, da gehen die. Da gehen die Fußspuren ja weiter. Wir rufen mal Smirnoff an. Oh, sogar mit Geldeinwurf. Cool. Smirnoff? Joe Dunn, der Boxtrainer. Haben Sie etwas über seinen Tod gehört? Blackset? Sind Sie... Ja. Erwischt. Wie läuft's denn so, Herr Kommissar? Ah, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Zu viel Arbeit, wie immer. Was Joe Dunn angeht, der hat sich erhängt. Fertig. Ich habe zu viel zu tun, John. Ich kann's mir nicht leisten, auch nur einen Mann für diesen Fall abzustellen. Warum fragen Sie? Joe Dunns Tochter hat mich angeheuert. Aber ich kapier's noch immer nicht. Irgendwelche Anzeichen eines Verbrechens? Tja, das weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht sicher. Dune hatte keinen Grund, sich umzubringen. Bobby hat... Sein Schüler, Bobby Yale, von dem fehlt jede Spur, seit Dunn sich erhängt hat. Tja, sein Trainer hat sich einige Wochen vor seinem großen Kampf umgebracht. Er sitzt in irgendeiner Gosse und kippt billigen Fusel. Also, werden Sie mir helfen? Wenn ich das nur könnte, John. Wie auch immer, ich habe leider nichts Brauchbares, was ich an Sie weitergeben könnte. Und mir scheint, Sie auch nicht. Aber wenn Sie auf etwas stoßen sollten, rufen Sie mich an. Wir sind schon sehr lange befreundet. Und Sie glauben, dass sich zwei alte Freunde über so etwas am Telefon unterhalten?
Schön von Ihnen zu hören, John. Passen Sie auf sich auf. Ja, also ich war jetzt hier ehrlich im Prinzip, dass ich einen Klienten habe und weiß nicht was, weil Kommissar Smirnov ist ja Polizist, ne? Und ich bin Detektiv und Detektive und Polizisten, die arbeiten doch grundsätzlich immer zusammen. Dachte ich zumindest. So, die Fußspuren gehen hier raus in den Hinterhof. Und was können wir hier tun? Noch eine Karte finden. Yay! Ist das bei den Fußballkarten bei euch auch so, dass ihr einfach mal in der Straße rumlauft und plötzlich mal hier eine Karte, da eine Karte findet? Das wäre ja mal was. Also wirklich viel hier hinten kann man jetzt nicht anschauen, ne? Außer eine Karte war es wohl nichts. Guten Morgen, Sir. Ach, scheiße. Guten Morgen, auch für dich. Der ist ja blind. John Blacksad, Privatdetektiv. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Ganz und gar nicht. Nur zu, Euer Ehren. Ist Ihnen in jüngster Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, in der Tat, gütiger Prinz. Meine hübschen kleinen Äuglein haben nur eine Parade rosa Elefanten gesehen. Natürlich konnte ich da nicht anders als mitzumachen. Tut mir leid, dass es Ihnen so geht. Wie bitte? Wie es mir geht? Weil ich nüchtern bin? Oh, keine Sorge, gütiger Prinz. Ich habe da einen Plan. Okay. Das kannst du allerdings, mein Augenstern. Tu einem alten Mann einen Gefallen und bring ihm was Nahrhaftes. Oh, also schön. Ja. Sieht wie ein Expander aus, oder? Sieht mehr so aus wie das Gummiband, wo Yale hatte. Diskurs über die Ungleichheit. Ein Blinder hat ein Buch zum Lesen. Das macht für mich gerade nicht wirklich viel Sinn, aber ja. Sind wir angestellt? Vermutlich bin ich der letzte New Yorker ohne Fernseher. Ach, Fernseher Vielleicht ist sollte nicht ich mein schlecht. Bestechungsgeld dafür ausgeben. Nein! Niemals! Oh, hier komme ich nicht weiter. Eine durchsichtige Wand. Gut. So, also die weißen Spuren sehe ich jetzt hier auch nicht gerade. Und nach oben kann ich hier auch nicht, ne? Einfach nur, dass wir es gesagt haben. Oh, ja genau. Da oben findet man eine Karte. Denkst du, ja, ein Indiz oder sonst irgendwas, wo du nehmen kannst oder sonst irgendwie in die Richtung? Nein, es ist eine Karte. So, die weißen Schuhe habe ich noch nicht gesehen. Ein grünes Haus.
Ja, und jetzt bist du hier und was... Hä? Was hast du jetzt damit bezweckt? Ja. Ich würde halt schon gern mal den Boxring anschauen, beziehungsweise das Seil, beziehungsweise wo ist... Okay, das Seil ist in dem Balken da befestigt. Das ist doof. Ich hätte jetzt gedacht, man könnte vom Fenster oben vielleicht irgendwas ersichten. Ja. Genau. Miss Dunn, darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Nein. Wenn das hilft, Yale zu finden, dann nur zu. Da wär's für was Beziehung zu Ihrem Vater. Haben Sie sich mit Ihrem Vater verstanden? Sagen wir einfach, dass sich unser Verhältnis entspannt hat, als ich mich bei der Sunny University eingeschrieben habe, die mit dem Auto 8 Stunden von hier entfernt ist. Soll heißen? Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein, Mr. Blacksad. Mein Vater, Joe Dunn, ist an dem Tag verschwunden, an dem meine Mutter gestorben ist. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Joe Dunn, mein Erziehungsberechtigter. Ein Mann, der mir was zu essen und zum Anziehen gab und mich zur Schule schickte. Und das ist schon mehr, als Sie überhaupt zu wissen brauchen. Was wissen Sie über Jack? Was können Sie mir über Jake sagen? Ich dachte, Sie wären Freunde. Habe ich mich wohl geirrt. Er war mit meinem Vater befreundet, also versuchen Sie es gar nicht erst auf die Tour. Was? Verstehen Sie sich mit Bobby Yale? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ach, vergiss es. Der könnte mir scheißegal sein, wäre da nicht dieser Scheißclub, den er mit seinem Scheißkampf retten soll. Zufrieden? Was halten Sie von Mary, der Putzfrau? Was soll ich sagen? Ich kenne die ja kaum. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sofort über andere urteilen. Ah ja. Macht gar nicht den Eindruck, ne? Was steht in diesen Papieren, die Sie da gerade durchgehen? Nur Verwaltungskram. Spannend. Sollten Sie etwas finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich dachte, Sie sind hier der Detektiv. Erledigen Sie Ihre Arbeit und ich erledige meine. Also wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass die sowas von... Das wär's für den Moment. Angepisst, Versteh schon. Sie eiskalt kennen und mich weiß nicht nicht was. Aber eins sollten Sie wissen. Ich bin ganz Ohr. Ich weiß, das alles muss hart für Sie sein. Doch das ist noch lange kein Grund, mich so zu behandeln. Ich werde es mir merken, Mr. Blacksad. Eiskalt. Einfach so. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. Ja, wir gehen gleich in das F2 rein. Und eine Karte. Yippie, yippie, yay. So. Eishockey. Ich weiß definitiv nicht, was... Jetzt machst du denn sicher nicht auf, oder? Ich würde gerne einen Blick in diesen Safe werfen. Geben Sie mir die Kombination? Ich würde ja gern, aber die Kombination war mal der Geburtstag meiner Mutter, aber die habe ich schon ausprobiert.
Das heißt also, ich darf. Würden Sie mir Ihr Geburtsdatum verraten? Aber sicher, 6. März. Und das Jahr? Ich bin 24, Mr. Blacksad. Rechnen Sie's aus. Na super, jetzt müsste ich jetzt nur wissen. Na toll. Einmal drehen und Mist. ja. Ja, ich weiß. Scheint eine glückliche Familie gewesen zu sein. Und noch eine Karte. Yay. Noch kein vollständiges Bild, ne? Aber wirklich nicht. So, jetzt schauen wir mal in das F2 rein. In Arthur Tuckers Spind ist ein fleckiges Handtuch. Da liegen Karten mit, ja, der Büffel, der für Larry arbeitet, trägt ein Kleeblatt am Revier. Ja. Warum hast du diesen Anstecker, Jake? In was für Schwierigkeiten steckst du da? Jo. Gibt's noch eine Sache, die zusammenpassen? Ah ja. Arthur Tucker hat Yales Spind rassistisch beschmiert. Ach so, Farbe. Natürlich. Mein Gott. Nee, da haben wir jetzt keins mehr. Ich schau mal, was F3 ist. Nix, gut. Also, wir schauen noch mal in unser Detektivbuch. Arbeitet für Old Larry als Schläger. Hat was zu verbergen. Arbeitet für O'Leary. Aha. Expander Schachtel in seinem Spind. Stones amtiert, ja. Den alten Tresor mit Geburtsdatum der Mutter geöffnet. Geht nicht mehr. Auch ihr Geburtstag geht nicht mehr. Studiert Wirtschaft. Sunny Knienst. Zeitpunkt der Tod Sonntagabend. Ja, Saxophonspieler, Frau gestorben. Fokus auf Boxclub Sonja vernachlässigt. Ja, das haben wir rausgefunden. Bis jetzt. Putzt den Boxclub. Ja, ich denke, das nächste werden wir die Putzfrau mal anschauen. Er arbeitet für das Boulevard. What's News? Ich sag doch ein Wiesel. Oder? War das ein Wiesel? Doch, das war ein Wiesel, oder? Ja, das ist ein Wiesel. Seine meiner
bewachen Yales Wohnung. Kann ich jetzt nicht hin. Okay. Also, ich würde jetzt schon sehr gerne mal das Schild, nicht das Schild, das Bild der Eltern mal in die Hand nehmen. Aber, oh. Duns Zimmer hatte eine tolle Aussicht. Mhm. 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 Ja, das war aber auch alles, ne? Oh, da ist Teppich aufgerollt. Ja, gut. Wir gehen wieder. Wir gehen nochmal mit, wie heißt er denn? Unserem Freund hier zu sprechen. Ah, jetzt kann ich das Ding anschauen. Was bringt einen Mann dazu, so etwas zu tun? Oh. Das Leben hat mir schon so manchen Schlag verpasst, aber... Wie soll denn der da dran kommen? Ist er größer als du? Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Na gut, Jake. Ich hab dir gesagt. Desmond O'Leary. Ich weiß, dass du für den arbeitest. Das denkst du dir doch aus. Warum sagst du denn sowas? Ich habe das Kleeblatt in deinem Spind gesehen. Ich weiß, wofür das steht. Gut, gut. Sagen wir mal, du hast recht. Und jetzt? Was hast du jetzt vor, hm? Ich bin Detektiv. Was glaubst du denn, was ich jetzt mache? Ja, ein guter Detektiv bist du vielleicht. Aber dafür ein beschissener Freund. Na gut, du hast gewonnen, Miezekatze. Die Geschäfte gehen in letzter Zeit nicht so gut. Natalia war mein letzter gut bezahlter Job und die Sache ist schon eine Weile her. Dann taucht O'Leary auf und bietet mir einen Vertrag als Leibwächter an. Was sollte ich denn machen? Du hättest Nein sagen können. Ja, klar. Als ob du nie zwielichtige Jobs annehmen würdest. Ich habe auch solche Sachen gemacht. Und noch Schlimmeres. Aber stolz bin ich darauf nicht. Ich habe auch mehr als nur einmal Nein gesagt. Hey, O'Leary mag seine Finger im illegalen Glücksspiel haben. Aber das heißt doch nicht, dass er Leute umlegt oder Witwen über den Tisch zieht. Und ich auch nicht. Ich bin bloß ein Leibwächter. Ich pass auf, dass keinem was passiert. Was ich mache, inklusive Vertrag und Lohntüte, ist 100% legal. Wie schlimm kann's also sein? O'Leary bezahlt dich mit schmutzigem Geld und du bist Teil einer kriminellen Organisation. Anders kann man das nicht sagen. Aber das stört mich auch gar nicht. Was? Du vertuschst O'Leary Rolle beim Tod von Joe Dunn. Scheiße. Jetzt steht er doch nicht einfach bloß rum. Raus mit der Sprache. Tja, schätze mal, es bringt nichts, das weiter zu verheimlichen. Ich war hier an dem Tag, an dem Don starb. Nur weiter?
Ich musste geschäftlich was für O'Leary erledigen. Ich soll das Kleeblatt tragen, wenn ich für ihn im Dienst bin. Wie du weißt, habe ich das Scheißding in meinem Spind gelassen. Also habe ich beschlossen, durch den Hintereingang reinzukommen. Joe hatte erwähnt, dass er an jenem Nachmittag malen wollte, aber ich hatte das vergessen. Ich bin regelrecht erstarrt, als ich ihn gesehen habe, wie er da, wie von Sinnen, oben auf dem Gerüst, Bobby Yale angeschrien hat. Was genau hat er gesagt? Sowas wie, wenn du das machst, sage ich den Kampf ab und sorge dafür, dass du nie wieder auch nur einen Fuß in diesen Club setzt. Ich wollte nicht, dass die mich sehen, also bin ich weg. Jake, warum hast du mir das nicht gesagt? Siehst du, ich wusste doch, dass du sauer sein würdest. Aber natürlich. Tut mir leid, ich hätte was sagen sollen. Keine Sorge, wir machen alle mal Fehler. Yep. Zeit zu gehen. Ich muss über alles nachdenken, was du mir erzählt hast. Danke, John. Das müssen wir ja. Aber kann ich jetzt nicht hier hoch? Vielleicht? Nee, aber eine Karte finden kann ich. Yay! Aber keiner fragt mich, ob ich eine Schlägerei habe, ne? Gut. Wir suchen mal das Kaffee auf. In welche Richtung? Ich laufe mal in die. Lol. Okay, ich laufe wieder zurück. Weiter darüber geht's nicht, ne? Gleiche Straße. Parksünder? Nee. Passanten? Mary Purnell, die Frau, die Duns Leiche gefunden hat, arbeitet einen Block entfernt vom Club. Ich bin mir sicher, dass sie mir die Art von Informationen geben kann, die ich... Hey, mach deine Augen auf, du Pfeife! Wie geil ist das Ärger, denn? du Arsch? Tut mir leid, echt jetzt. Tut mir wirklich leid. Das will ich auch hoffen, du Schlappschwanz. Ein Pitbull darin. Oder wie heißen die? Das war ja jetzt eine coole Situation. Ein Bulldog. Eine Bulldogge, genau. So heißt das. Dankeschön. Und bitte sehr. Wir werden Sie in Sam's Diner vermissen. Bis bald. Willkommen in Sam's Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Oh la la. Rudyard, Privatdetektiv. Ich arbeite für Sonja Dunn. Ich muss Ihnen ein paar Fragen zu Joe Dunn stellen. Gewiss. Aber ich arbeite gerade. Ja. Gesundheit. Vielleicht später? Bitte, ich muss so schnell wie möglich Bobby Yale finden. Und ich glaube, Sie können mir helfen. In Ordnung. Und wenn du niest, dann würde ich den Ventilator ausmachen. Sprechen wir noch ein wenig mehr über Joe Dunn. Was für eine Art Boss war Joe Dunn? Einer von der guten Sorte.
Hat immer pünktlich bezahlt, ist nie laut geworden. Wenn ich ihn um einen freien Tag gebeten habe, hat er sogar den Club sauber gemacht. Oh. Wie war dann abseits des Boxclubs? Keine Ahnung. Ich habe ihn nur im Club oder da drüben gesehen. Das war sein Stammplatz. Ich glaube, alle haben ihn gemocht. Könnten Sie mir sagen, wie Sie Duns Leiche gefunden haben? Naja, ich dachte, ich wäre allein. Ich mache morgens ganz früh sauber, bevor Mr. Dunn hereinkommt. Oh, dann haben Sie also die Schlüssel zum Club. Ja, natürlich. Da war Farbe auf dem Boden, also dachte ich so bei mir, dass ich wohl an diesem Morgen viel zu tun haben würde. Und dann habe ich ihn gesehen. Wie er da hing. Wie ein Mobile über der Wiege eines Babys. Ich glaube, dann bin ich in Panik ausgebrochen. Als ich mich wieder beruhigt hatte, habe ich die Polizei angerufen und draußen gewartet. Tut mir leid. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Keine Sorge. Aber wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, lassen Sie es mich wissen. Danke. Aber ich verstehe noch immer nicht, warum er sich umbringen würde. Er hatte Vielleicht Geldprobleme. Hatte er einfach Geldsorgen. Ja, keine Ahnung. Könnte sein. In letzter Zeit war es im Club nicht mehr so dreckig. Ich habe gehört, mit seinem Verhältnis zu seiner Tochter stand es nicht zum Besten. Ach, wirklich? Der Arme. Ich habe ja selbst keine Kinder, aber das muss wirklich hart sein. Naja. Sprechen wir noch ein wenig mehr über Joe Dunn. Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben. Vielleicht hat er das ja nie verwunden. Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht doch. Ist schon lange her. Die verheimlicht doch irgendwas, sag mal. Irgendeine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte? Woher soll ich das denn wissen? Er ist nur selten da, wenn ich den Club sauber mache. Bobby scheint mir ein netter Junge zu sein, aber ich kenne ihn ja kaum. Den Hamburger muss ich nehmen für den Herrn, wo hinter der Gasse ist. Ja. Was halten Sie von Jake Ostiombi? Oder er ist ihn selbst. Wer? Wer ist das? Ein großer Gorilla. Auch ein Boxer. Ein Freund von Joe Dunn. Ach ja. Ich kenne ihn ja kaum. Ich mag nicht, wie er mich ansieht. Kann ich verstehen. Dürfte ich Ihnen Fragen zu Ihrem Job stellen? Zu welchem? Wie Über den lange Boxclub. arbeiten Sie schon im Boxclub? Schon warten Sie 4, 5 Jahre? Wobei ich nicht glaube, dass ich je wieder einen Fuß dort hineinsetzen kann. Es muss wirklich hart für Sie sein. Tut mir leid. Kann ich verstehen Erzählen Sie irgendwie mir auf doch eine von Art. Ihrer Arbeit hier im Diner. Ach, hier ist es wunderbar. Ich liebe meinen Job. Mein Boss. Oh, freut mich zu hören. Du liebst deinen Job oder deinen Boss? Abgesehen vom Diner und dem Boxclub arbeiten Sie nirgendwo sonst, oder? Dazu hätte ich gar keine Zeit. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich im Boxclub weiter arbeiten möchte. Die Frage ist, ob der Boxclub überhaupt noch zustande. An Ihrer Stelle würde ich nicht kündigen, glauben Sie mir. Anfangs mag es noch wehtun, doch die Zeit heilt alle Wunden. Danke. Joey hat das auch immer gesagt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Danke.
So, dann fangen wir noch Was über die können Sie mir Tochter über aus. Sonja Dunn sagen. Ich kenne sie ja kaum, aber sie sieht mir nach einem cleveren Mädchen aus, die Arme. Und jetzt wollen wir noch einen Hamburger bekommen. Könnte ich bitte einen Burger bekommen? Aber sicher, normal oder mit Käse? Mit Käse. Ich glaube, ich nehme den Cheeseburger. Oh, das wäre jetzt auch was. Cheeseburger. Njam, 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 njam. Ach Wollen Gott. Sie Pommes? Was zu trinken? Nein, das wäre alles. Alles klar. Für hier oder zum Mitnehmen? Zum Ich nehme es Mitnehmen. mit. Ein Cheeseburger zum Mitnehmen, Sam. Ist gut. Okay, okay. Detektiv. So, die Augen. Ja. Sie sehen verquollen und müde aus. Schlaflose Nächte, hektische Tage. Trauer. Oder hat sie geweint? Vielleicht alles zusammen. Was ist da? Riecht nach Zimt. Nein, Zimt und Burger. Ja gut, sie arbeitet ja auch in einem Burgerladen, ne? Riecht lecker. Mein Kumpel wird sich die Lefzen danach lecken. Dein Kumpel. Hast du Fangs einmal gesehen und du sagst schon mal dein Kumpel. Ein Radio. Cool. So, was? Cheeseburger zum Mitnehmen. Ihre Handschrift ist adrett und sauber. Okay. Ja? Haben Sie schon ein bisschen von Sherlock Holmes geklaut? Das Ganze. Aber ich finde es trotzdem nicht schlecht, wie Sie es umgesetzt haben. Also gar nicht mal so schlecht. Hä? Ihr Burger ist fertig. Mein Gott. Der ging aber jetzt schnell, oder? Och, das macht er sogar noch automatisch. Muss ich nicht dahin laufen. Na, das ist doch schön. Oh. Na gut, Sie lassen es sich jetzt erstmal schmecken. Cheeseburger wäre echt. An jenem Abend die Hintertür benutzt. Ach was. Ich mag zwar blind sein wie eine Fledermaus, aber wie du sehen kannst, sind meine Ohren noch immer intakt. Ja. Und versticken tust du auch wegen dem Burger. Vielen Dank übrigens, dass du den Käse nicht vergessen hast. 4 Leute haben vor 2 Tagen die Hintertür benutzt. Ja, genau. Erste Person? Wer hat als erster die Hintertür benutzt? Der oder die war ein regelrechter Schrank, hat die Tür aufgeschlossen, ist reingegangen und kam sofort wieder raus. Okay, das müsste unser Freund sein. Zweite Person? Wer hat als zweiter die Hintertür benutzt? Ein Mann, nur wenige Minuten nach der ersten Person. Er kam wieder raus und murmelte, undankbarer Wichser. Dann hat er etwas in den Müll geworfen und ist wieder rein. Ach, nein, Moment. Vorher hat er mir noch eine Münze gegeben. Eine Münze? Hey, sehe ich vielleicht so aus, als würde ich Kleingeld brauchen, ja? Ich meine, ich wohne im Million-Star-Hotel zum Henker nochmal. Haben sie schon sehr geil darüber umgesetzt.
Also die erste Person war unser Boxfreund, der zweite war der Vermisste. Wer hat als Dritter die Hintertür benutzt? Den leisen Schritten nach zu urteilen, war der oder diejenige wohl eher klein. Ich würde sagen, das war so etwa 30 Minuten, nachdem die zweite Person herausgekommen war. Wer auch immer das war, er oder sie hat etwas in den Müll geworfen und einen Moment lang vor mir gestanden. Dann habe ich ein Klick gehört. Schließlich hörte ich aus dieser Richtung leiser werdendes Gelächter. Wer hat als Vierter die Hintertür benutzt? Jemand Großes. Ich kann mich an schweres Atmen erinnern. Diese Person hatte es eilig wieder zu verschwinden und ist in diese Richtung gelaufen. Okay, das müsste das Rhinoceros gewesen, ey. Wir beobachten ihn mal. Wie es wohl ist, blind zu sein. Würde ich damit klarkommen? Nein. Definitiv nein. So, was steht auf dem Hut? War der vielleicht mein Zugschaffner? Ja, wahrscheinlich, so sieht er auch aus. Blind und keine Beine. Wie schafft er das nur? Tja. Das hatten wir doch schon. Ah. Sieht so aus, als hätte den mal jemand als Boxbirne benutzt. Ja, das bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Irgendwie. Irgendwie bringt mich das jetzt auch nicht weiter. Ja. Du. Schwarze Bilder sind übrigens ganz interessant, weil wenn man die schwarzen Bilder anschaut, dann muss man genau drauf starren und man sieht wunderschöne Bilder draus entstehen. Müsst ihr mal ausprobieren. Zum Beispiel jetzt. Schaut einfach mal das schwarze Bild an. Und lasst eure Fantasie schwelgen. Schwelgen. Ja. Dupdi-dupdi-du. Keine Ahnung, aber das... Farbeimer, Expander auf der Wand. Wo haben Sie den Farbeimer her? Der war in der Mülltonne, da hinten. Habe ich gleich nach all dem Kommen und Gehen gefunden. Ich wollte wissen, was all die Leute da zurückgelassen haben. Wie kommst du bitte schön zum Mülltonne hin? Entschuldigung. Sie haben da einen Expander auf Ihrem Wagen. Was, einen Expander? Ein Dingsbums mit 3 Sprungfedern. Ach, das Dingsbums mit Sprungfedern. Habe ich aus der Mülltonne. Da hinten. Einen Farbeimer. Und so ein Dingsbums mit Sprungfedern. Was für ein Abend. Sie haben sich vorher etwas seltsam verhalten, aber jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Wie kommt's? Du kannst super sehen, riechen und hören. Wie kommt's? Tja, ich bin halt ein Kater. Tja, ich bin halt ein Ziegenbock. Ah, so geil. Das wäre für den Moment alles. Danke. Also die Sachen, die
in der Mülltonne waren, die hat er schon. Die hat er da schon, ne? Wir schauen mal, was sie noch rausgefunden haben. Dune wollte den Kampf absagen. Jemand hat eine Farbeimer in die Mülltonne geworfen. Entschuldigung. Ich kam nicht ans Mikro. Ah, Entschuldigung. Weiße Fußabdrücke sind im Boxclub. Jemand hat einen Expander in die Mülltonne geworfen. Naja, gut, das. Und das müssten zusammenpassen. Also so viel ist klar. Der Expander in der Mülltonne gehört Yale. Was? Ja, okay. Ich bin noch mal schnell AFK. Kleinen Moment. Bitteschön. Danke. Zack, da bin ich wieder. Nein, so. Okay, wo waren wir? Ich bin echt heute nicht wirklich fit. Ah, verstopfte Nase. Oh. Kratzen im Hals. So. So. Also die. Ich muss ja eigentlich nicht hier suchen, aber ich frage mich halt immer noch, wie der Typ von da vorne zu dieser Mülltonne kam. Liebe Entwickler, verratet mir mal, wie der das gemacht hat. Ja, also erste Person war unser Freund. Zweite Person war Yale. Dritte Person müsste eine Frau gewesen sein. Und vierte Person müsste die Fußabdrücke sein. Ich rufe mal den Kommissar an. Mal schauen. Mal schauen. Wird Ihnen gefallen, was ich Ihnen Neues zum Fall Dunn zu erzählen habe? Aha. Ich war bei Yale zu Hause und bin auf O'Learys Leute gestoßen. Die hatten da auf ihn gewartet. Das ist ja nur normal. Die sind am illegalen Glücksspiel beteiligt. Wenn ein Kampf abgesagt wird, verlieren
Ich bin noch nicht fertig. Wird Ihnen gefallen, was ich Ihnen Neues zum Fall Dunn zu erzählen habe? Ich habe rassistische Schmierereien an den Spinden in Dunns Boxclub entdeckt. Er war recht liberal, was Rassismus angeht. Vielleicht stand sein Tod ja damit in Zusammenhang. John, die Hälfte der Verbrechen, die in dieser Stadt geschehen, haben rassistische Hintergründe. Solange Sie keine wasserdichten Beweise dafür haben, dass es kein Selbstmord war, sind mir die Hände gebunden. Ja. Ich glaube, ich habe im Fall Dunn eine neue Spur. Ein enger Freund von Dunn arbeitet für O'Leary. Sie meinen diesen Gorilla, den Leibwächter Ihrer Ex? Wissen wir, O'Leary ist so lange ein angesehener Bürger, bis wir ihm das Gegenteil beweisen. Es ist kein Verbrechen, wenn er einen Leibwächter anheuert. Ich denke, das war's. Mann, das war jetzt aufschlussreich. Irgendwo müssen wir noch irgendwas finden. Da ist noch eine Karte. Hätte ich fast übersehen. Arthur Tucker. Nee. Tja. Wo war denn die Karte? Die habe ich gar nicht gesehen. War die vorhin schon da? Sagt mal. Also das sind so kleine Belohnungen, wenn du da wirklich hinschaust. Allerdings frage ich mich, wie in den Karton Zug. Mit dem Buch kann ich auch nicht wirklich viel machen. Rausnehmen, anschauen oder sonst irgendwie. Nee. Nochmal mit dem Kollegen reden. Was genau hat er gesagt? Sowas wie, wenn du das machst, sage ich den Kampf ab und sorge dafür, dass du nie wieder auch nur einen Fuß in diesen Club setzt. Ich will halt schon gern mal auf das Gerüst können. Hast du irgendwelche Vorteile, wenn... nee, eigentlich nicht, ne? Fällt dir sonst noch etwas zu dem Streit ein, den Joe Dunn und Bobby Yale hatten? Nicht wirklich, nein. Joe hat bloß gebrüllt, wenn du das bringst, sag ich den Kampf ab und schmeiß dich aus dem Club. Wenn du das bringst.
Joe Dunn oder Joey Dunn? Hä? Den hat doch keiner Joey genannt. Seine Frau vielleicht, ja. Wobei die ja nichts mehr gesagt hat, als sie erst mal tot war. Das kommt falsch rüber, lieber Kollege. Nicht alle sind da so liberal wie Dunn. Ich weiß zufällig, wer die Spinde beschmiert hat. Arthur Tucker. Wusste ich's doch. Ich wusste, der war's, dieser Wichser. Dem werde ich das Weiß rausprügeln. Ja, wo? Was ist denn das hier? Ich würde auch gerne mal schauen, was das ist. Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Ja, muss ich noch mal aufs Dach vielleicht, wo dann im Prinzip der Blick doch ein bisschen besser wäre. Könnte das sein? Gehen wir doch einfach mal. Wäre halt schon mal, ja, Moment, das habe ich irgendwie übersehen. Jemand sollte da mal die Eisenstange ranschweißen. Eisenstange, was? Ja, was ist denn das für eine Aussage? Oder was ist das für eine Hilfe? Und da hätte ich noch einen ganz schönen Blick auf das Ganze. Also ich denke mal hier. Hier auf dem Dach werde ich wahrscheinlich nicht wirklich viel finden. Sind 2 Gläser auf jeden Fall. Jemand sollte da mal die Eisenstange ranschweißen. Welche Eisenstange denn? Komme ich jetzt vielleicht hoch? Wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Ne, also hier oben komme ich garantiert irgendwie nicht, also ne, garantiert nicht, aber hier oben komme ich nicht weiter. Sollte ich noch mal zu, sollte vielleicht, einen Besuch abstatten bei O'Leary, ja, O'Leary, so, jetzt. Da blätterst du auch nur rum und es bringt nicht viel. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. So. Beobachten wir ja mal. Schöner regelmäßiger Puls. Das siehst du. Große, strahlende Augen. Sie sieht bestens ausgeruht aus.
Entweder trauert sie nicht um ihren Vater oder sie ist ein Schminkprofi. Aha. Was war? Was ist denn? Da macht einer Fotos vom Dach aus. Sind Sie sicher? Das sehe ich mir an. Ja, natürlich bin ich mir da sicher. Für wen ist denn das Seil, Mister? Weekly. Was Mann, bis ich da jetzt gewusst habe. Hey, ist das nicht Cassidy? Wer ist denn Cassidy? Wechsle ja nicht das Thema, du mieser, kleiner, dreckiger. Warum klären wir das nicht bei einem Eis, John? Wie in den guten alten Zeiten. Wie bist du hier raufgekommen? Ich will nicht, dass dich irgendwer sieht. Spannend, spannend, spannend. Doch irgendwann muss ich mal Feierabend machen. Selbst der erbärmlichste Wicht hat eine besondere Gabe. Etwas, das ihn oder sie besonders und kennenswert macht. Der stinkende Weekly ist da keine Ausnahme. Ganz gleich, was er anstellt. Es ist unmöglich, ihm lange böse zu sein. Boah. Das kenne ich nur so Bourbon gut. Shake ist köstlich. Mal probieren? Du weißt, dass ich keine Milch mag. Dein Pech. Also, Joe Dunn erhängt sich und hinterlässt den Boxclub seiner Tochter. Was sie zur ersten Frau macht, die einen Boxclub leitet, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sich dann selbst umgebracht hat. Was? Hast du einen Verdächtigen? Irgendwelche Spuren? Nein. Nein, nur so eine Ahnung. Wobei... Ich würde sagen, ein Mann war's. Wen? Denkst du da an jemanden bestimmten? Ich glaube, O'Leary war's. Wie könnte er dann der Mörder sein? Ich meine, der ist ein Verbrecher und so, aber er war mit Helen Moore zusammen, der Tennisspielerin. Amerikas Nummer 1 Schnuckel. Nun, vielleicht hat ihm jemand aus Duns Umfeld geholfen. Wer? Bist du sicher? Kenn ich den Typ? Oder die Dame? Vielleicht ein Typ. Ich weiß, dass Jake für O'Leary arbeitet. Mein Freund könnte da eine ziemliche Menge Ärger am Hals haben. Nun spielt eigentlich keine Rolle. Nur Wobei, würde ich nicht mein Leben drauf verwetten. die zweite Person Dann ging gäbe ja dieses raus. Walross. Wer war der Typ überhaupt? Komm schon. Du hast noch nie von Frank Cassidy gehört? Dem Präsidenten des Verbands der Boxmanager? Nein. Der ist zudem der Agent von Stone, dem Gegner von Bobby Yale. Hey, der könnte doch ein Motiv haben, oder? Der könnte doch was über Duns Tod wissen, oder? Ich beschloss, Weekly zu bitten, Cassidy unter die Lupe zu nehmen. Warum? Weiß ich auch nicht. Weekly Natürlich. hatte recht. Cassidy hätte ein Motiv haben können, Dunn zu ermorden. Und Weekly war bereits zu neugierig. Je weiter ich ihn vom Boxclub fernhalten konnte, desto besser. Aber bei Weekly ist man nie sicher, was am besten wäre. Sollte ich ihm einen Befehl geben oder eine subtile Andeutung fallen lassen? Ja, bei Cassidy könntest du richtig liegen.
Aber wird nicht leicht sein, den zum Reden zu bringen. Scheint mir ein ziemlich harter Brocken zu sein. Nur ein ebenso gründlicher wie effizienter Detektiv könnte sowas schaffen. Das Problem ist nur, dass ich selbst schon so viel zu tun habe. Du kannst dich glücklich schätzen, John Blacksad. Was genau meinst du? Du hast soeben genau den gründlichen Detektiv gefunden, den du brauchst. Oh, natürlich. Was für eine tolle Idee. Wie bist du denn darauf gekommen? Hey, kein Problem. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Sag Sonja Dunn, dass ein legendärer Journalist von What's News ein Interview mit ihr möchte. Weekly, bitte. Tja, falls nicht, dann bye bye, Cassidy. Nun gut, ich will sehen, was ich tun kann. Super, dann wäre das also geregelt. Das wird schwierig, aber das werden wir hinbekommen, oder? Was denkt ihr, Leute? Und? War denn jemand auf dem Dach? Ja. Da war keiner. Muss mich getäuscht haben. Ein Detektiv mit Halluzinationen. Heute muss mein Glückstag sein. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich habe gesehen, wie Sie sich mit einem Kerl namens Cassidy gestritten haben. Was wollte der denn? Sie wissen noch, dass ein Kampf stattfinden muss, um diesen Boxclub zu retten? Nun, Cassidy managt Yales Gegner Stone, den amtierenden Champion. Tritt Bobby nicht an, verliert er Geld. Vielleicht nicht viel, aber doch genug. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Ja. Entschuldigung. Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Vielleicht finde ich ja da mal noch irgendwas. Aber der findet auch nur immer das Gleiche. Dann hatte Unterlagen Ja. von Angestellten und Kunden des Boxclubs. Das kennen Name, wir ja schon. Adresse und Geburtsdatum. Da gibt's eigentlich nichts, was zusammenpasst. Nein, nein, nein. Okay. Habe ich jetzt hier eine... Na toll. Also, John, du weißt schon, dass das normalerweise links, rechts, rechts, links ist oder so. So. Dann gehen wir mal raus und schauen mal, was wir... Was ist da unten? Vor Sonja. Danke, Mr. Blacksad. Legt der Briefträger die Post immer auf den Boden? Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was das ist, ne? Ich auch nicht. Was ist los? Das ist der Ehering meiner Mutter. Oh. Wer hatte den? Keine Ahnung. Mein Vater trug den nach ihrem Tod am kleinen Finger. Nicht immer, wie es scheint. Werden Sie für mich rauskriegen, warum? Ich versuch's, aber da gibt es noch etwas, das mir Sorgen macht. Das hier könnte etwas zu tun haben mit dem Tod Ihres Vaters und Bobby Yales Verschwinden.
Ach Gott, ja, könnte sein. Lassen Sie mich bitte für einen Moment allein. Nein. Natürlich. Ja. Für einen Moment. Ist der Moment vorbei? So, okay, Der Ehering von Dunes Frau war in einem Umschlag auf der per Hand. Warte mal. Das müsste doch plus minus die gleiche Handschrift sein, oder? Mal sehen. Mary hat den Ring in den Umschlag gesteckt und Sonja dann draufgeschrieben. Aber warum hatte sie überhaupt den Ring? Ja. Du bist noch nicht vorbei. Gut. Mary hat den Ring in den Umschlag gesteckt. Dune wollte den Kampf absagen. Mary nennt den Dune. Hat das einen Zusammenhang? Waren Mary Purnell und Joe Dunn zusammen? Ach, das war noch nicht das, was es gesucht, was er hatte. Also da gibt's noch was. Was haben wir denn hier? Warte mal. War das nicht? Ist das nicht? Ne. Ich dachte vielleicht, die auf dem Foto war. Ne. Hat das vielleicht etwas damit zu tun? Ne. Das vielleicht. Ja. Was ist, wenn Marys Geburtsdatum die Kombination für den Tresor ist? Ja. Das versuchen wir doch gleich mal aus. Ja? Jetzt stehen Sie da doch nicht einfach bloß rum. Das geht ja gar nicht. Manchmal ist Schweigen schon hilfreich, ne? Sie kann charmant sein, aber ja. Ich sollte zuerst mal das Geburtsdatum rausfinden von Mandy. Nein. Du findest da immer noch nichts. Du findest Und da noch da nichts. war's. Oh. Marys Geburtstag. Doch. Eine Woche vor jenem Tag. Okay. Ich dachte, es würde jetzt wieder das kommen, was kommen wird. Wenn das geht, dann ist das so, dass sie ein Verhältnis miteinander hatten. Gewerbeversicherung. Hätte nie gedacht, dass Dunn eine Waffe hat. Letzter Wille und Testament von Joseph R. Dunn. Sie haben den Safe aufgemacht.
Ja, und Sie sollten sich das hier mal ansehen. Was steht denn da? Bist du neugierig, Mensch? Also schön. Ich denke, das könnte für Ihre Ermittlungen von Interesse sein, Herr Detektiv. Er hat alles mir hinterlassen. Außer einigen Boxtrophäen und Schnickschnack für Bobby Yale. Glückwunsch, da sind Sie ja ein richtiger Glückspilz. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ja ein richtiger Glückspilz. Ich tu mal so, als hätte ich das jetzt nicht gehört. War die falsche Antwort. Meinen Sie, Bobby Yale hat es gelesen, bevor er verschwand? Kann sein. Wann wurde das Testament unterzeichnet? Es wurde vor 4 Jahren geschrieben. Nur Wochen nach meinem Umzug nach Buffalo. Gut, danke. Ja, das bedeutet also, es ist nicht wirklich neu. Ein paar Kröten. Vielleicht die Portokasse. Es war jetzt nicht neu in dem Sinn geschrieben, sondern es ist schon ein bisschen länger geschrieben worden. Dementsprechend war das jetzt auf so Anhieb, jetzt würde ich sagen, nicht unbedingt irgendwas Manipulierbares oder so. Ja, das wäre Ich vielleicht habe noch gar nicht nach der Versicherung des Clubs gefragt. Genau die lese ich mir gerade durch. Bislang sieht mir das nach einem normalen Vertrag für Kleinunternehmen aus. Ich denke, ich weiß, wer den Ring Ihrer Mutter hatte. Tun Sie das? Mary Purnell. Ich denke, sie war in ihren Vater verliebt. Danke. Danke. Bitte. Naja, wieso sollte Wissen ich... Sie, ich habe da diesen Freund, der ist Journalist und die Sache ist... Also, er würde Sie gerne interviewen. Warum? Eine Frau, die einen Boxclub leitet. Wenn das keine Story ist. Und wie genau hat dieser Freund von Ihnen davon Wind bekommen? Nun, Sie wissen doch, wie das läuft. Ich will's gar nicht hören. Ich hoffe, Sie können noch heute Ihr Können unter Beweis stellen. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein. Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Ja. Hat sie jetzt zugesagt zu dem Mietvertrag, hat sie jetzt zugesagt zu dem, wie heißt es, zu dem Interview oder nicht? So. Auch nicht so grimmig. Wusstest du, dass Joe Dunn eine Waffe in seinem Tresor hatte? Ja. Unmöglich, Mann. Der hat doch Waffen gehasst. Wobei... Als Teenager hat Bobby Yale mal so eine verrückte Phase durchgemacht. Ist sogar aus dem Boxclub ausgestiegen, um sich einer Gang anzuschließen. Nichts Ernstes. Aha. Eines Morgens ist er in den Club eingebrochen. Bobby. Joe war bereits da und hat ihn auf frischer Tat ertappt. Bobby hat dann mit der Waffe gezwungen, den Tresor zu öffnen. Also hat Joe den aufgemacht und Bobby gesagt, er soll die Waffe da reinlegen, die Gang verlassen und wieder mit dem Boxen anfangen. 5 Minuten später war ich dann hier und hab gesehen, wie Bobby in Joes Armen wie ein Baby geweint hat.
Dann ist er einfach wieder aufgestanden und hat die Handschuhe angezogen. Kann man hier eigentlich keine Fingerabdrücke kontrollieren oder so? So, also jetzt gehen wir wieder wirklich raus. Vor allem der Brief lag ganz woanders, ne? Ah, jetzt gehen wir mal zu Mary wieder. Oder Mandy. Genau, zu Mandy. Wer ist eigentlich der, wo da am Ecken steht? Also, ihr seht das nicht, aber unten links, ne, unten rechts, Entschuldigung, wäre nö. Wäre ein Laden. Ah, ich wusste doch, Sie verbergen etwas. Was? Ich weiß, wie viel Ihnen Dunn bedeutet hat. Mein herzliches und aufrichtiges Beileid. Ich glaube nicht, dass ich... Ihre Handschrift auf dem Umschlag. Ihr Geburtsdatum für den Tresor. Du liebe Güte. Ich kann ja nicht frei reden. Meine Schicht geht noch 10 Minuten. Können Sie noch ein bisschen warten? Schenkst du mal nach, Mary? Ich komme gleich. 10 Minuten später. Dum 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 du du 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 dum. Mary Purnell, der Engel, den Joe Dunn in seinen besten Jahren gefunden hat. Joe und ich waren beinahe 2 Jahre lang zusammen. Es fing alles an als... Nun, an den Wochentagen fange ich in der Morgendämmerung an, den Club zu putzen, vor meiner Schicht im Diner. Joey war immer früh dran. Er tauchte meist kurz nach mir auf. Er hat immer gesagt, das sei die beste Zeit für die schlimmste Arbeit des Tages. Oh, ich weiß genau, was er damit gemeint hat. Papierkram. Er hat das gehasst. Aber so war er nun mal. Statt die hätte es Sachen auch auf die lange Putzen Bank zu gesagt. schieben, die er nicht ausstehen konnte, erledigte er sie. So bald wie möglich. Eines Morgens hat er mich weinen sehen. Ich hatte einen schweren Tag und... Er hat versucht, sie zum Lachen zu bringen. Er hat auf die Kaffeemaschine gezeigt. Sie brauchen eine Tasse von Joes Kaffee und frische Luft. Das war die erste von vielen Tassen Kaffee auf dem Dach. Wo Dunn sie dann auch verführt hat. Passen Sie auf, was Sie sagen, Mr. Blacksad. Sie sind vielleicht noch zu jung, um das zu verstehen, aber wahre Liebe hat wenig mit Verführung zu tun. Eines Tages wurde uns klar, dass der Dachkaffee das Beste an unserem Tag war. Und so verbrachten wir mehr Zeit zusammen. Aber sie haben nie jemandem etwas gesagt. Warum haben Sie das geheim gehalten? Wegen Sonja. Sie und Joey hatten sich nach dem Tod ihrer Mutter auseinandergelebt. Er hatte Angst, dass unsere Beziehung alles nur noch schlimmer machen würde.
Doch eines Tages auf dem Dach, da ist uns klar geworden, wie ernst es uns mit unserer Beziehung war. Und so haben wir beschlossen, aus diesen Augenblicken etwas für den Rest unseres Lebens zu machen. Er hat Sie also gefragt, ob Sie seine Frau werden wollen. Ja, natürlich. Er hat mir den Ehering gegeben und wir haben beschlossen, es aller Welt zu sagen. Er hat gesagt, er müsse sein Glück mit seinem kleinen Mädchen teilen. Doch offenbar war er gar nicht so glücklich. Was ist mit Yale? War der für ihn nicht wie ein Sohn? Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass ich ein wenig erkältet bin. Ich sollte jetzt wirklich nach Hause gehen. Zu viel Kaffee und frische Luft? Was? Was soll das denn jetzt? Ich habe meinen Schal schon vor einer Weile verloren, keine Ahnung wo. Und jetzt, wenn Sie mich dann entschuldigen, das ist meine Bushaltestelle. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Blacksad. Aber... Die verheimlicht doch irgendwas. So, jetzt bin ich ratlos. Nein. Wissen Sie sonst noch etwas von dem Tag, an dem Sie das Dingsbums mit den Sprungfedern und den Farbeimer gefunden haben? Ja. Nein. Warte, du da. Nein, nein, jetzt. Ja, was jetzt? Ja, nein. Nein. Hey, Meister, wie wär's, wenn du dich mal bei einem gut aussehenden Ziegenbock mit einer Fluppe bedankst? Ich auch nicht. Und du solltest eigentlich auch nicht. Also wärst eine Katze, würde ich jetzt sagen. Irgendwann kommt aber Ich glaube nicht, dass das Wollknäuel eine raus. gute Idee wäre. Sie haben ja jetzt schon einen üblen Husten. Ach komm schon, Zigaretten haben doch jede Menge gesunde Eigenschaften. Ah ja, erzähl mal. Komm schon, nur eine Fluppe, Gnäfrau. Gnädige Frau. Ja, Sie haben recht. Ach, du hast jetzt gleich dabei. Ach ja, stimmt, der raucht ja auch, mein Gott. Ah, ja. Du glaubst, du bist für meinen erbärmlichen Zustand nicht verantwortlich? Du glaubst, du hast keine Schuld? Sag mal. Die Regierung war's, hat mich in den Krieg geschickt. Mich auch. Oh, natürlich. Dann weißt du ja auch, wie das ist zu töten. Oh ja. Na, dann ist noch so ein trauriger Penner ja auch kein Problem mehr, Herr Professor. Ja, ich habe Leute getötet. Und doch willst du mir nicht dabei helfen zu sterben. Moment, das war's ja gar nicht, was ich sagen wollte. Nein, also, weißt du, wir Ziegen springen gern von einem Thema zum nächsten. Ja. Die Regierung hat für alles geblecht. Uniform, Fraß, Waffen, Kasemmen, Drogen. Weißt du, woher das Geld dafür kommt? Steuern! Deine Steuern, werter Freund. Du hast denen geholfen, mir die Beine abzunehmen. Ich erkläre den Krieg. Krieg? Bei jeder erdenklichen Gelegenheit, damit die Waffenindustrie, die ihnen den Wahlkampf finanziert,
reicher und reicher wird. Und noch reicher. Und noch reicher. Ja. So finanzieren wir denen ihre Kriege. Auch nur die kleinste Verbindung zur Korruption macht uns zu Komplizen. Es sei denn, man schafft es, sie sich auf Armeslänge vom Leib zu halten. Genau das habe ich gemacht, getreuer Lehrling im Million-Star-Hotel. Also, gefällt dir dein Meister, der Große? Hey, wie heißen Sie eigentlich? Sie haben mir nie Ihren Namen gesagt. Und er schläft. Kann ich mir da vielleicht irgendwas ausleihen? Nee? Nein? Nada? Nicht? Schade. Da liegt nichts. Wo will ich denn hin eigentlich? Ich will ja nicht schon wieder in den Boxclub gehen. Ich schau mal, was passiert, wenn ich ins Auto steige. Ich schau mal, was passiert, wenn ich ins Auto steige. Warum sind eigentlich gesperrte Türen eigentlich immer rot? Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Ja, da will ich jetzt hier nicht, Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Also frei entscheiden, wohin dass ich gehe, darfst du hier also nicht, ne? Vielleicht doch? Nö. Ja, du stehst mir im Weg. Ein bisschen aus dem Weg gehen geht auch nicht, ne? Also wir müssen irgendwie... Der sagt auch nichts. Wir müssen irgendwie in den Boxclub weiterkommen. Oh. Geschlossen wegen des plötzlichen und unerwarteten Todes von Joseph R. Dune. Eine private Trauerfeier für Familie und Freunde findet am Freitag, dem 14. Oktober um 18 Uhr statt. Welches Datum haben wir denn bitte schon heute? Das würde ich schon halt gern mal wissen. Wer hat weiße Schuhe? Also weiße Sohlen, besser gesagt. Bei dem sieht man einfach nichts mehr. Der hat nicht wirklich viel in seinem Schrank. Und bei John auch nicht. Und nochmal bei den Toiletten suchen. Vielleicht. Da haben wir auch nichts. Doch eine Karte. Die lag vorhin aber nicht da. Ich würde ja
Nee, ich kann immer noch schauen. Wollte sagen, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn... Okay, die Toiletten kann ich nicht brauchen. Mal ihn fragen wegen Beziehung. Wir haben ja jetzt neue Indizien, nee, neue Infos. Nee. Das Ganze macht einfach keinen Sinn. Was genau hat er gesagt? Sowas wie, wenn du das machst, sage ich den Kampf ab und sorge dafür, dass du nie wieder auch nur einen Fuß in diesen Club setzt. Wenn du was machst, wenn du was machst, wenn du das machst, wenn du was machst. Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Wenn du was machst. Wenn du was machst. Wenn du das machst, dann schmeiße ich dich aus dem Boxclub. Dann schmeiße ich dich aus dem Boxclub. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie Wheatley von hier oben runterfällt. Helen Mars Champions. Muss ja schon mega erotisch sein bei so einem. Kann es sein, dass ich eventuell hier noch einen Schal finde? Ah, scheiße. Falsche Taste. Kann das sein, dass ich hier oben noch einen Schal finde? Aber hier müsste eigentlich schon öfters jemand drüber geklettert sein. Ha. Kniffelig, 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 kniffelig. Also wir können nicht den Ort verlassen, wie wir wollen. Wir haben hier noch irgendwas zu finden. Ne, die Frage ist was. Grundgenommen haben wir das hier oben eigentlich schon herausgefunden, was das genau ist. Aber... Vielleicht... Nein. Bei Sonja hat er mit 18 aufgehört. Bei Bobby gibt es eine Lücke zwischen 15 und 17. Das wird wahrscheinlich die Zeit gewesen sein, wo er in der Gang war. In der Gang war. Bei Sonja hat er mit 18 auf.
Ich kann das nicht abbrechen. Gehört. Bei Bobby gibt es eine Lücke zwischen 15 und 17. Ja, habe ich doch schon vorhin gehört. Auch das bringt mich nicht weiter. Ha ha ha. Ich frage mich einfach, wie kam der hier hoch? Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Scheiße. Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Nein. Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Ja, dann fällt mir nur noch etwas ein, was wir machen können. Und zwar... einfach mal eine Runde telefonieren. Entschuldigung, ich habe den Knopf vom Mikro nicht gefunden. Es tut mir leid. Entschuldigung. So, weiter geht's. Wir gehen mal telefonieren. Mal schauen, was wir hier machen können. Smirnoff? Ich glaube, ich habe im Fall Dunn eine neue Spur. Dunn und die Putzfrau des Boxclubs wollten heiraten. Super. Dann rufen Sie gleich mal bei What's News an. Die werden sicher wissen, was Sie mit so unfassbar interessanten Informationen anstellen. Boah, bist du ein Die blöder Kombination Sie. von Dunns Tresor war ihr Geburtsdatum. Er hat ihr sogar einen Ring geschenkt. Sie wissen schon, das große Glück eines klassischen Selbstmörders. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Aber vielleicht habe ich da was für Sie. Aha. Aha. Es ist late. Out of order. Aha. Im Leben gibt's so manchen schiefen Ton. Die Noten sind zwar alle da, doch der Song kommt platt rüber und hört sich nicht mal ansatzweise wie Musik an.
Und doch ist es möglich, sie harmonisch zusammenklingen zu lassen. Was sind das eigentlich für... Doch nicht immer liegt das in unserer Hand. Was sind das eigentlich für kuriose Gestalten um die Sachen rum? Der hat eine Brille. Ja, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Sie sehen müde aus, John. Ja. Sie sehen selbst recht erschöpft aus. Ja, ich bin fertig. Und am Verhungern. Oh ja. Ich komme gerade von der alljährlichen medizinischen Untersuchung für Polizisten. Ich musste nicht nur nüchtern erscheinen, sondern auch 2 riesige Gläser Wasser austrinken. John, alles klar bei Ihnen? Hab schon bessere Tage erlebt. Und die werden auch wiederkommen. Hoffentlich. Hätten wir uns beide verdient. Die Sache ist, ich würde Ihnen ja gerne bei dem Fall helfen, aber ich kann nicht. Sie wissen doch, dass ich für den Staat New York arbeite. Wenn ich irgendwelche Informationen hätte, könnte ich sie nicht mit einem Privatdetektiv teilen. Selbst wenn sie hier auf diesem Tisch liegen würden. Sie haben doch gesagt, Sie verhungern gleich. Warum gehen Sie dann nicht zum Tresen und bestellen was? Ja, klar, gute Idee. Wenn Sie mich entschuldigen. Er hat sie ja nicht weitergegeben. Ich habe reingeschnüffelt. Ne? Ich schnüffle jetzt da rein. Er hat sie nicht mir gegeben. Wir fangen mal oben an, ne? Fall Nummer 1767, medizinische Abteilung B3. Verstorben, Joseph Richard Doone. Geschlecht männlich, Familienstand verwitwet. Ah ja. Spezie, Luchsfarbe, dunkelbraun. Alter 47, Gewicht 74, Größe 1,65. Zeitpunkt, Datum des Todes, ca. 19 Uhr am 19. Oktober 1900. Steht das? Ne. Art des Todes, Selbstmord. Moment. Ich muss im Stream schauen, was da kam, wo ich nicht gelesen habe. Ja, das habe ich schon. Moment. Hat ein bisschen Ursache, so gewaltsame Absiphie. Aha. Selbstmord. Ah ja. Ja. Steht aber das Datum da. 1900. Ach nee, ist durchgestrichen. Sieht nach 67 aus. Externer Befehl. Gewaltsamer Asphyxie verursacht durch ein Seil um den Hals. Rund um den ganzen Hals wurden 4 ringförmige Abdrücke festgelegt, die von besagtem Seil stammen. Angeschwollen und leicht zerkratzte Fingerknöchel an der rechten Hand, vermutlich durch ein Trauma in jüngster Zeit verursacht. Okay. Interessant. 4 Male am Hals. Von einem Seil. 4 Male. Interner Befund. Eine interne Autopsie fand aufgrund der ausreichenden erscheinenden externen Beweise nicht statt. Ja. Nun, jetzt wo ich es recht bedenke, esse ich lieber zu Hause. Ist gesünder. Lol. Danke. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, John, für mich schien das alles so klar zu sein. Aber jetzt... Ein Löwe. Bitte versprechen Sie mir, dass Sie keine Selbstjustiz üben. Nein. Ich will doch sehr hoffen, dass wir beide keine einsamen Rächer sind. Klar. Sie können mir vertrauen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Also schön. Wie auch immer. Sie hat mich auf dem Laufenden, oder? Ja. Mein Freund, Sie können sich darauf verlassen. Bis dann, John.
Wie immer hatte mir Smirnoff neue, möglicherweise relevante Informationen überlassen. Und er hatte auch Zweifel gesät. Wenn ein alter Hund wie er plötzlich so ernst wird, dann muss man bereit sein zuzubeißen. Naja, nicht im wörtlichen Sinn. Der Grill ist schon aus. Ich gebe euch noch 25 Sekunden, um den letzten Burger zu bestellen, bevor der Grill kalt ist. Ihr Arschlöcher. Na, wenn das mal nicht, Fräulein, tut mir echt leid ist. Tja, mir tut's auch leid, weil uns nämlich die Schwuchtelhäppchen ausgegangen sind. Dein Papa und deine Brüderchen haben die alle aufgefressen. Willst du Onkel Sam irgendwas sagen, Miezekatze? Siehst du diese Faust hier? Hab heute damit ein Nashorn zu Boden geschlagen. Aber weißt du was? Ich habe hier noch eine andere. Und die ist ganz neidisch auf ihren Zwilling. Ja. Ist ja gut, war doch nur ein Spaß. Soll ich dir einen Burger spendieren? Da sage ich doch nicht nein. Ein Burger wäre jetzt verdammt fein. Jo. Ich würde sagen, um 9:30 machen wir Feierabend. Zugegeben. Ich hatte gehofft, dass ich für den ersten Hamburger vielleicht auch was kriegen würde. Aber jetzt weiß ich nicht mal, warum ich den mitgebracht habe. Zyniker würden sagen, dass ich das alles aus purem Egoismus gemacht habe. Nur um mich besser zu fühlen. Ach Quatsch. Wen juckt's? Mich nicht. Außer du gibst mir da mal ein bisschen was ab, was da ist. Aber nein, das machst du ja nicht. Was bringen mir die neuen... Was bringen mir die neuen Beweise? Eine Karte. Na, Haldrio. Da gab's doch einen Aussetzer, ne? Ja, das ist nur, was er gesagt hat. Noch ein Brief. Hat das Spiel jetzt gleich eine Meise oder? Ja. Das Spiel hat gerade einen Hänger. Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Ja, sag's mir doch, Mensch. Keine Ahnung warum. Du hast es doch schon längst rausgefunden. Ist da faul. Du hast es doch schon längst rausgefunden. Keine Ahnung warum. Ah nein! Aber irgendwas ist da faul. Bringt mir aber auch nicht viel.
fand die Frau raus. Hä? Wem gehört das? Mary Purnell. Glauben Sie, sie war das? Hä? Wem gehört was? Hä? Oh Mann, das Spiel hat jetzt gerade ein bisschen heiß, ne? Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit. Er spricht Ja, ein sie Geist. Was hier falsch läuft, weiß ich nicht. Und vor allem, was habt ihr jetzt hier gefunden? Würde mich halt schon irgendwie wundernehmen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie Wheatley von hier oben runterfällt. Aber ich würde mir gerne vorstellen, wie... Hat Dune und Yale streiten gehört. Ja. Ach, wir haben ja neue Sichten. Sollten wir vielleicht mal anschauen, ne? Dune hat 4 verschiedene Male am Hals. Ja. 4 verschiedene. Aus Dunes Stab waren... Vielleicht das? Oh, tatsächlich. Dune wurde ermordet. Ich bin deutlich größer als Dan und komme gerade so an die Schlinge. Dan hat sich niemals selbst erhängt. Zumindest nicht allein. Ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ne? Dass er das garantiert nicht war, weil da kommt er jetzt nicht nach oben, ne? Dune war nicht groß genug, um sich... Mary ist erkältet. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber... Er hat einen Kampf, nee. Scheiße.
macht denn das für einen Zusammenhang? Bobby Yale. Ich weiß nicht, ob du ein Motiv hattest, Dunn umzubringen, aber du hattest auf jeden Fall die Mordwaffe. Erdrosselt. Erdrosselt, ja, das nennt man dann die 4 Male. Hm. Ja, das macht doch Sinn. Meine Güte. Hatte Yale dann etwa nur umgebracht, weil er den Kampf absagen wollte? Ja, das macht Sinn. Irgendwie. Ich wusste immer, dass Bobby Probleme hat. Doch ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Keine Ahnung. In meiner Branche sollte man lieber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber der Expander, die Kiste in seinem Spind, die Spuren am Hals meines Vaters. Das alles weist doch auf ihn. Nein. In erster Sicht ja, aber es könnte ja auch jemand anders diese Expansions genommen haben. Doch, allerdings. Wir wissen jetzt, dass er sich nicht selbst umgebracht hat. Mein Vater ist noch immer tot und Sie haben noch immer nicht Bobby Yale gefunden. Alles beim Alten also. Ja, aber wir sind dann schon ein Stück näher. Es bringt uns rein gar nichts, wenn wir den Safe öffnen und das Testament meines Vaters finden. Also bitte beeilen Sie sich. Die Zeit läuft. Ja, bin ja schon dran. Sonias Gleichgültigkeit verblüfft mich noch immer. Aber was noch wichtiger war, was hatte sie gegen Yale? Ich habe eine Karte gefunden. Entschuldigung. John Blacksad? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigung angenommen, aber wofür wollen Sie sich eigentlich entschuldigen? Dass du Schläge abbekommen hast. Hören Sie, ich glaube, dass meine Mitarbeiter Sie nicht mit dem nötigen Respekt behandelt haben. Tut mir leid, dass die Ihren Anzug in Falten gelegt haben. Wissen Sie, die ahnten nicht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Bobby Yale, ich will ihn ebenso finden und dieser Sache auf den Grund gehen, wie Sie, Mr. Blacksad. Also bitte. Nehmen Sie doch meine Einladung an. Warum sollten wir unsere Erkenntnisse nicht austauschen? Ich fürchte, da muss ich ablehnen. Ich kann in einem so schicken Wagen ja nicht mit einem so zerknitterten Anzug sitzen. Oh, warum denn nicht? Und wenn Ihnen diese kleinen Falten schon unangenehm sind? Ich gehe immer auf Nummer sicher. Tja, aus Drohungen wird man das bekommen, was man will. Ne? So schaut es zumindest aus. Danke, Blacksad. Werden Sie nicht bereuen. Lassen Sie uns zum Punkt kommen. Ich brauche Bobby Yale, damit er gegen Stone antritt. Da steht einfach zu viel Geld auf dem Spiel. Also biete ich Ihnen bei der Suche nach Yale meine Hilfe an. Arbeiten wir doch zusammen.
Welche Art von Hilfe brauchen Sie denn? Einen einfachen Austausch von Informationen. Sie sind ein guter Detektiv und ich? Nun, sagen wir einfach, dass ich da so meine eigenen Mittel und Wege habe, Leute zum Reden zu kriegen. Ich denke, ich muss Ihr Angebot ausschlagen. Was? Machen meine eigenen Mittel und Wege Ihnen Angst? Bitte, lassen Sie mich ausreden. Sagen wir, ich wette ein Bier darauf, dass wir Yale in 3 Tagen finden und Sie wetten ein Bier dagegen. In 3 Tagen muss einer dem anderen ein Bier ausgeben. Ist das denn jetzt so schlimm? Wir sind 2 erwachsene Männer, die sich mit ihrem eigenen Geld und aus freien Stücken privat austauschen. Und was noch wichtiger ist, wir tun niemandem etwas zuleide. Also, ja, ich bin im Glücksspiel tätig. Was ist daran so schlimm? Es ist zunächst einmal illegal. Illegal? Ich will Ihnen mal sagen, was illegal sein sollte. Die Art und Weise, in der unsere Regierung Amerika zugrunde richtet. Wir leben in einem sogenannten freien Land, wo ehrliche Leute ihr Auskommen finden können, solange sie niemandem etwas zuleide tun. Wir sind keine Kommunisten. Also, zumindest ich nicht. Hätte auch nie was anderes gedacht, was mich angeht. Sagen wir einfach, dass ich Sympathien für deren Sache hege. Ah, von mir aus. Sie sehen zweifellos so aus. Wie auch immer, darum geht's ja gar nicht. Die Regierung hat die Werte unserer Nation verraten. Mit ihren Kommunistengesetzen macht sie es einem ehrbaren Mann wie mir unmöglich, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne jemandem Leid zuzufügen. Und das, Mr. Blacksad, ist einfach nicht richtig. Ich würde sogar sagen, dass das verfassungswidrig ist. Verstehen Sie mich jetzt? Ja, nein. Gut, aber das rechtfertigt noch lange nicht, wie Sie Ihr Geld verdienen. Ach, mein Lieber, haben Sie mir gerade überhaupt zugehört? Egal. Ja, eigentlich Sollte schon. die Regierung solche Gesetze beschließen, bleibt dem Volk nur noch eine legale Waffe. Die gleiche Waffe, die Amerika erst zu einer so großen Nation hat werden lassen. Ziviler Ungehorsam. Als stolzer Amerikaner, der ich nun mal bin, ist es meine Pflicht, Widerstand zu leisten. Sie biegen sich die Wahrheit zurecht, um das organisierte Verbrechen zu rechtfertigen. Ach, keineswegs. Das mag organisiertes Verbrechen gewesen sein, aber das ist nun vorbei. Ich war nicht immer der Boss, wissen Sie? Nein, mein Herr. Ich habe ganz unten angefangen, als Lucky Blitzen noch das Sagen hatte. Dieser Taugenichts. Er hatte ein Schreckensregime installiert. Erpressung, Gewalt, Sie wissen schon, solche unerfreulichen Dinge. Als ich dann übernommen habe, wollte ich, dass mir die Leute nicht aus Angst gehorchen, sondern aus Dankbarkeit. Ich beschloss, den Leuten zu helfen, damit sie mir helfen. Die Abreibung, die Ihre Schläger mir verpasst haben, war wirklich sehr hilfreich. Haben Sie vielen Dank. Die armen Trottel wussten noch nicht mal, dass Sie Detektiv sind. Ah, ja. Dass Sie auf unserer Seite sind. Ah ja. Vielleicht zu Anfang. Aber als Sie mich gefesselt und mir die Seele aus dem Leib geprügelt haben, wussten die ganz genau, wer ich bin. Ist das wahr? Das ist gegen meine Regeln. Wer war das? Es war Wilson. Dieser Mistkerl. Nur keine Sorge. Ich werde mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Ein solches Verhalten kann ich einfach nicht tolerieren. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung, Mr. Blacksad. Wissen Sie, für mich arbeiten eine Menge Leute. Viele Familien hängen von meinem Unternehmen ab. Nicht nur das. Das St. Christophorus Hospiz gibt es praktisch nur wegen meiner Spenden. Die Witwen aller meiner verstorbenen Mitarbeiter sind für den Rest ihres Lebens versorgt. Die Kinder gehen kostenlos zur Schule. Die Bullen lassen mich in Ruhe, weil sie wissen, dass ich niemandem schade. Im Gegenteil. Und, mir scheint, wir sind da. Da. Wo da?
Yales Apartment? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin auf Ihrer Seite. Nur zu, durchsuchen Sie den Laden. Ich warte hier unten. Aha. Wenn Sie fertig sind, ändern Sie ja vielleicht noch Ihre Meinung und teilen mir Ihre Erkenntnisse mit. Oder nicht? Die haben Ihre doch... Entscheidung, Mr. Die, Blacksad. die Keine haben... Sorge, Mann. es wird Ihr Schaden nicht sein. Jason, herkommen! Die haben doch das Appartement so gestaltet, dass dass ich was finde, aber nicht sie die Täter oder die Schuldigen sind. Das ist doch Das abgehakt. Schlimmste daran, dass O'Learys Jungs hier aufkreuzten, waren nicht die Prügel, sondern der Umstand, dass ich nicht sicher sein konnte, was von denen war und was von Yale. Ja, das ist wahr. Das ist wohl kaum das ideale Getränk für einen Sportler. Könnte aber auch die typische Verpflegung für Schläger sein, die in Diensten eines Buchmachers stehen. Was ist denn das? Energy Drinks. Ich hoffe, ich komme da beim anderen links noch mal dahin. Ja, von wo kam denn die Pizza, Mensch? Was haben wir denn da? Was? Luna. Sie waren im Luna Park, okay. Ach, der Elefant im Hintergrund. Irritiert. Bobby. Aha. 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 Alma Mayor La Fontaine. Französische Fabeln aus dem 17. Jahrhundert. Diese Mare muss eine stinklangweilige alte Schachtel sein. Nice. Ja, bevor ich in die Tür gehe, okay. Noch eine Karte. Ja, dann schauen wir mal in der Hall of Fame nach, was wir da haben. Haben. Noch keine wirklichen Bilder, ne? Also noch keine wirklichen Mehrfachbilder eingesetzt, die zu einem wurden, ne? Doof. So, dann gehen wir mal ins hintere Zimmer. Okay. Nice. Hier noch eine Karte. Wunderbar. Also der hat auch gemalt, ne? Entschuldigung. Michael Poole. Ah, du magst also Mafia-Geschichten, was, Bobby? Bobby schien mehr als nur das Boxtalent seines Vaters geerbt zu haben. Neben der Neigung, sich einfach in Luft aufzulösen, natürlich. Schöne Kette. Ja. Ja, wirklich schöne Kette. Aber bringt mich nicht wirklich weiter. Kleiderschrank mal aufmachen. Wozu braucht jemand so einen großen Schrank für so wenig Klamotten? Ja, das frage ich mich auch.
Es sei denn, jemand hat den Schrank erst kürzlich leergeräumt. Mhm. Irgendwie steckt diese Mary irgendwie... Irgendwie hat die Mary irgendwas damit zu tun. Avenaria, sämtliche Exemplar Gebiete. 1 von 3. Kennst du welche von seinen Verwandten? Sein Vater, Avenarius. Avenarius? Der Boxpoet? Ist er nicht verschwunden? Vor 20 Jahren? Nein. Gut, okay. Ich denke, wir machen diese Tür auf. Boah, was für ein Bad. Unglaublich. Dem allgemeinen Zustand des Apartments nachzuschließen, lebte dort niemand mit einem exzessiven Lebenswandel. Nee, definitiv nicht. Was für eine Scheiße. Nee. Was bringt mir denn das? Blätter am Boden. Ah. Ja, eine Karte. Ich will lieber Indizien. Oder sowas. Dem allgemeinen Zustand des Apartments nachzuschließen, lebte dort niemand mit einem exzessiven Lebenswandel. Was hat mich dich... Was habe ich denn jetzt bitteschön für Indizien oder für Infos? Als Dun starb, waren seine Fingerknöchel angeschwollen. Nee, da. Das. Und das. Und das. Ja, klar. Logisch. Na schön. Dann hat gegen einen Farbeimer geboxt. Aber warum? War er denn nicht ruhig und gelassen? Ja, das war... Das war oder ist die Frage, warum hat er das getan? Hier hatte sie den Schal an. Oder wie? Das hat auch noch irgendwas. Das hat keinen wirklichen Zusammenhang. Also die einzige... Der Duft einer Frau.
Das ist der Schal. Das ist der Schal von Mary. Mary war oder ist... Ich weiß zwar nicht, wie Yales Vorliebe für Eingelegtes mir helfen soll, diesen Fall zu lösen, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Mary weiß, wo Yale ist. Ja, ich weiß auch schon, welche zwei zusammengehören. Oder welche drei, besser gesagt. Und zwar, Mary ist erkältet. Mit dem. Und dem. Das bedeutet, sie war kürzlich hier. Aber warum? Was hat die liebe Mary mit Yale zu schaffen, dem Tatverdächtigen in einem Mordfall? Vor allem, was macht denn das Ganze was macht das Ganze für einen Sinn? Von was profitiert sie, wenn sie Dune, wie auch immer, betrügt, beziehungsweise Dune hintergeht? Das... Als ich ging, sagte ich O'Leary, dass ich nichts gefunden hätte. Sobald ich allein war, ging ich zu Marys Wohnung. Aber vorher nahm ich ein kleines Abschiedsgeschenk für sie mit. Das ist doch verstrickt und verkuppelt. Hey. Also Mary spielt ein Doppelspiel. Ich habe Engeln noch nie getraut. Mr. Blacksad, das ist ja eine... Überraschung? Wenn sie fallen, verwandeln sie sich in Dämonen. Joey hat mir erzählt, dass er den Nachmittag damit verbringen wolle, den Boxclub zu streichen. Und Bobby wollte irgendwas am Dach reparieren. Als ich die Leiche gefunden und die Polizei gerufen hatte, bin ich zu Bobbys Wohnung. Doch er war nicht dort. Aha. Wie haben Sie die Tür zu seinem Apartment geöffnet? Ich glaube, die stand bereits offen. Alles ist so verwirrend. Es tut mir leid, Mr. Blacksad. Ja. Muss es nicht. Ich bin hier, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wie ist Ihr Verhältnis zu Bobby Yale? Ihnen ist aber schon klar, dass Sie einen Mörder decken. Wie ist Ihr Verhältnis zu Bobby Yale? Er war wie ein Sohn für Joey und wir wollten ja heiraten, wissen Sie? Na gut. Ich denke, es ist an der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen. Ich glaube, dass Sie und Bobby Yale sich gegen Dunn verschworen haben. Nein, wie können Sie so etwas auch nur denken? Wie können Sie mich vom Gegenteil überzeugen? Ja, komm. Ich habe in Yales Apartment ein Foto gefunden. Es zeigt Sie und ihn auf einer Achterbahn. Können Sie mir das erklären, Miss Purnell? Ich bin nicht weiß, Mr. Blacksad. Was? 7 meiner Urgroßeltern waren weiß. Der 8. war schwarz. Per Gesetz bin ich eine Schwarze, selbst wenn mein Fell das Gegenteil sagt. Wissen Sie, was das heißt, wenn man in North Arlington, Alabama geboren wird? Rassentrennung an den Schulen und eine schlechtere Ausbildung für farbige Kinder. Wir haben sogar unsere eigenen Trinkbrunnen zum Teufel. Wäre jetzt einfach mal das gewesen. Getrennt, aber gleich Doktrin und all dieser Schwachsinn. und all diese Lügen. Deshalb bin ich hierher gezogen. Niemand weiß, welche Fellfarbe meine Urgroßeltern hatten. Ich bin auch schwarz. Und ich gehe ganz offen damit um. Nun, immerhin sind Sie ein Mann. Wie auch immer. Was hat das mit Bobby Yale zu tun? Er ist mein Neffe, Mr. Blacksad.
Joey und ich haben uns um den armen Bobby gekümmert, seit meine Schwester starb, als er 15 war. Wir 3 sind zusammen in den Lunapark gefahren. So kommt also Joe Dunn ins Spiel. Bobby war der Einzige, der das von mir und Joey wusste. Wir hatten Angst, dass jemand meine Vergangenheit missbraucht, um seine Karriere zu ruinieren. Es ist nicht das erste Mal, dass ich diese Geschichte höre. Sie hätten mir das schon eher sagen sollen. Ich habe das mein ganzes Leben lang verborgen. Tut mir leid. Was für ein Schwachsinn. Weiblichkeit fängt zu Hause an. Belinda S. Lovett. Okay. Mary riecht nach... Im Grunde riecht das ganze Zimmer wie ein frisch gebackener Kuchen, weshalb ich keine anderen Gerüche mehr unterscheiden kann. Okay. Fernseher und Radio in einem. Wo sollen diese verrückten Zeiten noch enden? Lol. Ja, siehst du nur? Na, komm schon. Find das letzte. Hä? Frisch aus dem Ofen. Das ganze Zimmer riecht nach Kuchen. Ah, mein Gott. Das war's also. Meine Güte. Da fragen wir mal, wen... Dieser Kirschkuchen riecht so gut, dass ich so langsam Hunger kriege. Danke. Ich habe ihn gerade rausgeholt, kurz bevor Sie gekommen sind. Ach, wo bleiben nur meine Manieren? Ich bin die schlechteste Gastgeberin der Welt. Naja, also... Lassen Sie mich ein Messer aus der Küche holen. Und Sie haben sicher Durst. Mal sehen. O-Saft, Kaffee. Ach, Kaffee. Ich nehme einen Kaffee. Danke. Ach ja. Man findet ja sonst nichts, ne? Sie hat auf beiden Bildern das gleiche an. Also sagt sie wahrscheinlich die Wahrheit. Ist das wirklich klug? Tut gut, sich ab und zu mal zu recken. War ja auch unauffällig, ne, wie du von der Tür weggingst. Genau, ist einfach alles.
sollten eine Bäckerei aufmachen und solche Kuchen verkaufen. Danke. Joey hat das auch immer gesagt. Jetzt, wo fast kein Kuchen mehr übrig ist, hat sich der Duft auch verzogen. Interessant. Jetzt riecht Mary wie ein riesiger Hund. Mary, wann hören Sie endlich auf, mich anzulügen? Ich weiß, dass Ihr Neffe hier ist. Ich kann ihn riechen. Was? Nein, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich weiß nicht, wo er ist. Schluss mit den Spielchen und raus mit der Sprache. Wo ist er? Sie können ja gern das ganze Haus durchsuchen, wenn Sie wollen. Nur zu. Er ist nicht hier. Er ist auch nicht hier. Aber du weißt, wo es ist, wo... Wenn er jetzt gerade nicht hier ist, dann muss er gegangen sein, kurz bevor ich angekommen bin. Wo ist er hin? Kurz bevor Sie hier angekommen sind? Schön wär's. Moment mal. Sie ist nicht diejenige, die so riecht. Aha. Von dort kommt Bobby Yales Geruch. Verstehe. Deswegen haben Sie da gesessen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Doch, tun Sie. Würden Sie bitte zur Seite gehen, damit ich mal nachsehen kann? Verschwinden Sie! Mary, um Himmels Willen, weg mit dem Messer. Los jetzt, oder... Mary, bitte, beruhigen Sie sich. Ob das die richtige Aussage ist? Ernst. Ich will Ihnen nicht wehtun. Lass ihn in Ruhe! Bobby! Nein! Was? Oh. Ah, jetzt war ich schnell genug. Also jetzt war ich schnell genug. Scheiße. Shit. Ja, ich wusste jetzt gerade nicht, wo A ist. Hä? Bobby! Einen Krankenwagen. Tun Sie, was ich sage. Rufen Sie einen Krankenwagen. Bei einem Herzanfall muss man an zwei Sachen denken. Erstens ruhig bleiben, zweitens bei der Herzmassage einen Stoß pro Sekunde. Ein Stoß? Na ja, gut, sind Tiere. 1 Mississippi. Scheiße. 2 Mississippi. 3 Mississippi. 4 Mississippi. 5 Mississippi. 6 6 Mississippi. Mississippi. Ja, das ist jetzt viel zu langsam. 7 Mississippi. Scheiße.
8 Mississippi. Bobby. Du warst ja viel zu langsam. Bobby. Danke. Danke. Ich hatte jede Menge Gründe, jenen Tag für einen großartigen Tag zu halten. Ich hatte bei einem Selbstmord ermittelt. Ich hatte herausgefunden, dass wir es in Wahrheit mit einem Mord zu tun hatten. Ich hatte den Hauptverdächtigen ermittelt und dingfest gemacht. Dingfest? Und ich hatte jemanden das Leben gerettet. Wer war denn Hauptverdächtiger? Und dennoch schrie in mir eine Stimme, dass hier irgendwas faul war. Schrecklich faul. Ja. Ziemlich faul sogar. Was macht denn das? Was ist für ein Sinn, dass Dune, ermordet wurde? Wo war denn das? Wo war denn das? Dass Sie sich bloß nicht in Selbstjustiz üben, John. Ich hoffe, dass wir keine einsamen Rächer sind. Ich will eine Pistole. Was zur Hölle? Peng, peng, peng. Jede Menge Gewalt, Erpressung und Opfer. Ich hasse Privatdetektive. Peng, peng, peng. Du bist tot, Katze. Sind Sie das, Mirnow? Sie scheinen mir recht aufgewühlt zu sein. Albtraum? Ja, von der Sorte habe ich jede Menge. Willkommen im Club. Wie auch immer. Warum gehen Sie nicht nach Hause? In seinem jetzigen Zustand wird Yale nicht abhauen. Außerdem ist das jetzt unsere Sache. Wer ist das? Können wir dem vertrauen? Ich weiß, wie ich meine Leute auswähle, John. Bei Ihnen bin ich mir da nicht so sicher. Sie hatten mir versprochen, sich nicht einzumischen. Habe ich ja auch nicht, oder? Hätte ich nicht eingegriffen, wäre Bobby Yale jetzt vielleicht tot. Wenn Sie mich gewarnt hätten, wäre sein Herzanfall vielleicht zu vermeiden gewesen. Ich wusste es Wie ja gesagt, erst dann, wo passiert ich da immer. war. Im Krankenhaus zu rauchen? Netter Versuch. Wann genau ist Ihnen klar geworden, dass er dann ermordet hat? Das haben sie ja geil gemacht. Nur so aus reiner Neugierde. Immerhin bin ich ja Polizist. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob Yale jemanden umgebracht hat. Was ist mit dem Motiv? Irgendeine Idee? Nein. Ich weiß, dann wollte den Kampf absagen, weil Yale etwas getan hatte. Aber ich weiß immer noch nicht, was genau das war. Wie auch immer. Hoffentlich kann Yale mehr dazu sagen. Dürfte ich ihm wohl einige Fragen stellen, wenn er wieder wach ist? Das machen Sie doch sowieso, ob ich es erlaube oder nicht. Ich fühle mich nicht hintergangen.
Sehen Sie im Gegenzug mal auf dem Revier vorbei, wenn es keine Umstände macht. Ihre Ermittlungen könnten meinen Leuten wirklich weiterhelfen. Die übrigens sicher schon darauf warten, dass ich Mary Purnell verhöre. Mann, die war ja praktisch nicht von Yale wegzukriegen. Fassen Sie den nicht mit Samthandschuhen an. Die Dame versteht sich aufs Lügen. Verstanden. Danke für den Tipp. Und Sie ruhen sich mal aus. Sie werden es weiß Gott noch brauchen. Mach ich. Danke für den Tipp. Die Schwestern sollen sich mal ihr Gesicht ansehen. Sie sehen aus wie ein geprügelter Filmdetektiv. Ich fürchte, der Film ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe sehr, dass Sie sich irren. Übernehmen Sie, Officer. Alles klar. Ich lasse ihn 6 Stunden ablösen, verstanden? Doktor. Wer sind... Ach, der Detektiv. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich ganz gut gegen den Burschen geschlagen. Besser als wahrscheinlich die meisten. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Sagen wir einfach, ich habe Glück gehabt. Was? Mann. Unsere Gesellschaft traut Reptilien nicht über den Weg. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem besteht darin, dass wir glauben, hinter unserem Misstrauen stecke irgendeine fundierte Logik. Das macht's ja nicht. Dr. Palmer. Palmer? Palmer. Wie geht's Yale? Ist er wach? Oh ja, schauen Sie bei ihm rein, bevor er wieder einschläft. Wobei, versuchen Sie mal lieber, ihn nicht mit allzu vielen Fragen zu behelligen. Wird er in 2 Wochen fit für den Kampf sein? Ist noch zu früh, um das sagen zu können. Immerhin hatte er einen Herzanfall. Ja. Immer schön, wenn man es bestätigt bekommt. So. Zieleiner, ich will dich nicht sehen. Der Arzt hat gesagt, ich soll schlafen. Okay, das Man machen wir hat noch. nicht oft die Gelegenheit, in solcher Ruhe dermaßen geschwächte Verdächtige zu verhören. Okay, das machen wir noch. Seine und dann machen Körpersprache wir ohne Feierabend. Ablenkungen studieren zu können, ist ein seltenes Geschenk. Er sieht mich direkt an. Wenn er meinem Blick nicht standhalten könnte, würde er wohl lügen. Doch das ist hier nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass er lügt. Sein Puls wird schneller. Das könnte bedeuten, dass er lügt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur reine, ungefährliche Wut. Lügt? Ich habe ihm ja noch gar keine Fragen gestellt. Er ballt die Faust. Ein Zeichen zurückgehaltener Wut. Geballte Faust, schneller Puls, fixierender Blick. Er ist wirklich wütend auf mich. Ja, warum wohl? Tut mir leid, dass du mich nicht sehen willst, aber... Ich hab dir das Leben gerettet, Kleiner. Vielleicht ist dir meine Tante ja dankbar. Ich auf jeden Fall nicht. Zum Glück habe ich gerade meine Medizin gekriegt. Ich werde gleich einpennen. Schön, ich komme gleich zum Punkt. Wer hat Joe Dunn umgebracht? Was? Willst du mich jetzt durcheinander bringen? Joe hat sich erhängt.
Ich weiß, dass die Tatwaffe dir gehört hat. Was? Das Seil? Ich kapier's nicht. Welche Waffe meinst du denn? Spiel keine Spielchen mit mir, Kleiner. Ich mein den Expander. Ein Expander? Hatte ich noch nie. Ah ja. Dann war zu klein, um sich selbst mit diesem Seil zu erhängen. Dann stimmt das also. Man hat ihn ermordet. Na gut. Sagen wir einfach, ich glaube dir. Der Täter hat dann mit einem Expander getötet und Indizien platziert, damit wir an einen Selbstmord glauben. Er hat aber genügend Spuren hinterlassen, damit wir auch ganz sicher die wahre Mordwaffe finden. Dann hat er den Expander in deinen Spind gelegt, um dich zu belasten. Fällt dir jemand ein, der so verschlagen ist und auch noch ein Motiv hat? Ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht war's. Was red ich da? Jay könnte sowas niemals durchziehen. Ach, schon gut. Was ist mit Sonja Dunn? Sonja? Wohl kaum. Sie ist seltsam, aber sie ist seine Tochter. Hab schon Schlimmeres gesehen. Glaub's mir. Desmond O'Leary scheint mir auf jeden Fall verschlagen genug zu sein. Hatte der was gegen Dunn? Bin mir nicht sicher, ob die sich überhaupt kannten. Zumindest nicht persönlich. Vor etwa einem Monat hat Joe einen von O'Learys Leuten aus dem Boxclub geschmissen. Der wollte eine Visitenkarte dalassen. Jake Ostiombi. Ja, genau. Hat Jake dir davon erzählt? Ja. Sowas in der Art. Frankie Was ist mit Frank Cassidy. Glaubst du, der hat ein Motiv? Vielleicht. Vor ein paar Wochen hat mich Joe zu einem Treffen des Verbandes der Boxmanager mitgenommen. Geleitet von Cassidy. Ja. Er war wie davon besessen, es für Boxer illegal zu machen, ohne einen Manager zu kämpfen. Oder ohne einen nicht organisierten Manager. Alle waren einverstanden, bis Joe das Wort ergriff. Er sagte, damit würden wir auf das Niveau der Mafia sinken. Dass Cassidy diesen Verband nur gegründet habe, um ein Monopol auf den Sport zu haben und so richtig abzusahen. Da sind die anderen ins Grübeln gekommen. Und Cassidy stand mit leeren Händen da. Armer Cassidy. Blacksad, ich denke, ich schulde dir eine. Also. Weißt du, mein Vater ist verschwunden, als ich 6 war. Direkt nachdem er einen Kampf gewonnen hatte. Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Hast du auch mal eine Ahnung, was das für ein Kind bedeutet? Wer weiß, wo ich jetzt wäre, wenn es keinen Joe Dunn in meinem Leben gegeben hätte. Selbst als ich Jahre später auf die schiefe Bahn geraten bin und ihm eine Pistole an die Schläfe gedrückt habe, er hat mich trotzdem unter seine Fittiche genommen und in die richtige Richtung befördert. Und jetzt, wo er weg ist, riskierst du dein Leben, um seinen Mörder zu finden. Danke. Ich mache ihn Nur meine Arbeit. Mich hätte jetzt echt Wunder genommen, was er angestellt hätte, um den Kampf zu... Die Anzahl der Zigarettenstummel verhält sich umgekehrt proportional zu der Anzahl Stunden, die ich geschlafen habe. Verdammt, so ein Mist. Was? Ah, eine Karte. Ich weiß, wo noch eine liegt. So. Mann, das Spiel fesselt. Das glaubt ihr gar nicht. Ich will eigentlich schon längst aufhören, aber irgendwie habe ich Angst, dass ich irgendwas verpasse oder sowas. Keine weiße Farbe, oder? Oh. Ja, du musst ja nicht reinschnüffeln. Keine weiße Farbe.
Ist es normal, dass sich seine Augen so bewegen? Ja. Die Hände sagen eine Menge darüber aus, was in einer Person vor sich geht. Ist es normal, dass sich seine Augen so bewegen? Das hatte ich doch schon. Da runter komme ich doch nicht. Wie soll ich denn da runterkommen? Entschuldigung. Ich will was hören. Aber wie? Ich komme doch nachher. Ich komme doch da nicht hoch. Entschuldigung. So. Katastrophe. Er scheint unruhig zu sein. Sollte ich das jemandem erzählen? Nein. Je. So, ich mach Feierabend. Ich weiß nicht, wo gespeichert wurde. Auf jeden Fall, ich mach Feierabend. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.